Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem kleinen Airsoft-Video begrüßen. Und wir schauen uns heute in Zusammenarbeit mit der Firma Umarex, Grüße gehen raus, schauen wir uns die brandneue Arcturus HK416A5 SAEG an. So, brandneu dürfen wir eigentlich so nicht sagen, denn wir hatten bereits das Modell vor 3-4 Jahren ungefähr im Video. Damals hieß es noch Arcturus GR16 Mod 5 und kam damals selbstverständlich ohne Lizenz, bedeutet ohne Markings drauf, sondern komplett blank. War aber damals für 370 € wirklich eine schöne Alternative, wer eben keine Original-Markings benötigt hat oder wer darauf verzichten konnte. So, und jetzt finde ich es auch gut, Umarex geht jetzt eben den Schritt und geht auch wieder ein bisschen weg von VFC, denn wer die Preisstruktur von VFC die letzten Monate mal verfolgt hat, ja, da fällt man aus allen Wolken, was sie mittlerweile für ihre Kniften haben wollen. Der Gegenwert stimmt überhaupt nicht mehr, viel zu teuer von VFC. Und dementsprechend bekommt man jetzt aber von Arcturus ein komplettes Lizenzmodell mit allen Markings drauf, mit einem aktuellen HK Gen 3 Polymermagazin drin und das aber deutlich günstiger wie von VFC. Also den Schritt finde ich genauso wie bei der Sportsline-Version von der HK416A5 von Syma, finde ich diesen Schritt einfach von Umarex wieder klasse, ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und nicht immer alles von VFC einfach produzieren zu lassen. Also Leute, dementsprechend, das Modell hat sich auch im Vergleich zur GR16 damals etwas verbessert. Besseres Hop-Up-System ist drin, MOSFET wurde ein bisschen optimiert, Federschnellwechselsystem ist weiterhin natürlich drin. Dementsprechend schauen wir uns das Teil im Detail an und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Dann lasst uns dieses Video auch erstmal wieder mit dem Lieferumfang beginnen. Da habt ihr im Karton von der 416A5 von Arcturus enthalten erstmal eine wirklich sehr gute Gebrauchs- und Sicherheitsanweisung hier von Umarex auf mehreren Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch und auch auf den hintersten Seiten wirklich sehr schöne detaillierte Explosionszeichnungen mit Teilenummern. Das finde ich einfach super sowas. Bedeutet, wenn man das Ding mal irgendwie auseinander nimmt oder irgendwas geht verloren, man schaut kurz rein, hat sofort die Teilenummer, finde ich spitze. Ein Punkt bei der nächsten Gebrauchsanweisung, liebes Umarex-Team, keine Kritik oder so. Leute, Shoot Up. Wisst ihr eigentlich, wie ich den Begriff hasse? Das Ding heißt Hop Up. Überall heißt Hop Up. Warum schreibt ihr da Shoot Up rein? Das ist genauso wie Sniper. Schreibt auch immer Shoot Up. Also Hop Up, nicht Shoot Up. Gut, sei mal dahingestellt. Also wirklich super Gebrauchsanweisung, finde ich klasse. Auch für Einsteiger, die noch nie eine SAEG oder noch nie eine Airsoft betrieben haben. Kurz durchblättern, alles super drin erklärt. Und auch für die Maintenance bzw. für eine Wartung so ein bisschen Wartungs- und Sicherheitsgedöns, wie man Lauf reinigt, alles ebenfalls drin erklärt. Also hier Papierkram, schon mal klasse. So, dann habt ihr ein kleines Tütchen dabei mit Werkzeug und Zubehör. Da sind 3 Inbus-Schlüssel enthalten, ebenfalls ein Adapterstecker von DIN auf Minitimer. Bedeutet, standardmäßig kommen die Knifte hinten in der Buffer-Tube mit einem DIN-Stecker und diesen würde ich auch verwenden. Wenn ihr jetzt unbedingt schon Akkus verwenden oder schon Akkus zu Hause habt mit Minitimer-Stecker, ja, dann könnt ihr diese verwenden. Ich würde euch aber immer raten, verwendet einen DIN-Stecker und nicht diesen veralteten Minitimer-Stecker. Bedeutet, hier sind die Widerstände zu hoch, der Stecker kann bei zu hohen Strömen heiß werden und wenn ihr ein Tuning-System hat, dann schmilzt euch sogar der Stecker weg. Also verwendet einen DIN-Stecker. So, und jetzt ein Punkt, da bin ich bis jetzt absolut nicht drauf gekommen, was das genau sein soll oder für was das ist nämlich auch nicht in der Gebrauchsanweisung beschrieben. Ihr habt in dem Tütchen, nochmal 2 so kleine so kleine Buttons drin oder so kleine Mini-Teile, irgendwie so runde Knöpfe aus Kunststoff. Ich weiß jetzt nicht genau, für was sie sind. Eventuell könnte man die, glaube ich, beim Feuerwahlhebel irgendwie reinkleben, damit eben die Schraube nicht sichtbar ist, sondern hier geschlossen ist aber in schwarz und nicht in FDE gehalten. Also eventuell, das könnte ich mir vorstellen, dass sie dafür sind und ebenfalls habt ihr nochmal einen Spannstift drin enthalten. Da weiß ich nicht, wo der hingehört oder ob man den überhaupt braucht. Auf jeden Fall nochmal so 3 kleine Zubehörteile. So, ebenfalls, und ich weiß, da freuen sich viele drüber, ebenfalls im Lieferumfang enthalten ein brandneues Arcturus HK Gen 3 Polymermagazin.
Und das ist letztendlich vom inneren Aufbau exakt identisch wie die bereits erhältlichen Arcturus Magazine. Bedeutet, auch das könnt ihr wieder einstellen von 120 Schuss, also mit Cap, auf Real Cap 30 Schuss. Bedeutet, hier könnt ihr, wenn ihr Milsimmer seid oder Milsim spielt, könnt ihr das Magazin eben auf 30 Schuss begrenzen. Finde ich klasse. Und wer die letzten Monate nach einem wirklich brauchbaren und guten Magazin gesucht hat für seine SAEG, der wird häufig beraten werden oder wird häufig darauf kommen, dass diese Arcturus-Magazine einfach klasse sind, was das Feeding angeht. Bedeutet, auch bei anderen SAEGs oder AR-15-Modellen funktionieren diese Arcturus-Magazine im Allgemeinen wirklich klasse. Und hier eben jetzt mit der äußeren Hülle eben vom aktuellen HK Gen 3 Magazin. Finde ich super. Ach übrigens, natürlich auch das Magazin gibt es entweder in diesem FDE oder in diesem braun-grün, wie sie es glaube ich nennen, oder halt in Standard schwarz. So, natürlich die 416A5 ist auch Bestandteil des Lieferumfangs, nur der UH1 Gen 2 Klon hier oben, das Leuchtpunktvisier, ist selbstverständlich nicht enthalten. Lasst uns anschließend noch kurz über die technischen Daten sprechen. Das Datenblatt blende ich euch wie üblich da drüben wieder ein. Wenn es einen interessiert letztendlich, gibt es nicht so viel zum Durchsprechen. Natürlich vorne seht ihr stinknormales 14 mm Linksgewinde. Bedeutet, wenn ihr Tracer nutzen wollt oder Schalldämpfer, Attrappen verwenden wollt, problemlos einfach draufschustern, funktioniert tadellos. Wird auch über einen O-Ring schön geklemmt vorne, könnt ihr die Richtung oder die Ausrichtung schön einstellen. Passt wunderbar, Lauflänge 280, 603, auch vollkommen in Ordnung. Nur das Gewicht mit 2920 Gramm im Vergleich zu anderen SAEGs oder beziehungsweise zu anderen vergleichbaren AR-15 Modellen doch ein kleines bisschen schwerer. Bedeutet, wer einfach was Schlankes, Kompaktes, Leichtes sucht, der fährt mit einer Standard AR-15 wahrscheinlich besser wie mit einem 416 Modell aufgrund des Quad-Rail-Systems hier. Und ihr seht eben hier auch eben das Quad-Rail, also ganz klassisch 416 A5 und nicht irgendwie mit einem Geissli oder so. Wie gesagt, ganz klassisches HK 416 A5 Modell. Jetzt allerdings noch ein Punkt, den ich noch erklären oder kurz ansprechen möchte, und ich hoffe, ich kann es im Video von der Farbe sehr gut darstellen. Wer sich das Video von der IWA angeschaut hat, da war ja auch diese grün-braun oder braun-grüne Variante, stand da bei Umarex ebenfalls zum Anfummeln am Stand dran. Da habe ich euch gesagt, dieser Farbton ist irgendwie nicht mein Fall, sah irgendwie sehr komisch aus. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob eventuell Arcturus die Farbe nochmal geändert hat oder damit die Farbe auf die IWA einfach aufgrund des Lichtes irgendwie so bescheiden ausgeschaut hat. Denn wenn ihr jetzt diesen Farbton euch bei mir im Video mal anschaut, das ist mit Tageslicht beleuchtet, bedeutet die Temperatur vom Licht sind hier 5200 Kelvin. Und da sieht der Farbton wirklich gut aus, muss ich sagen. Also ich habe es auf der IWA komplett anders in Erinnerung. Hier wirkt das Ganze eher wie so ein ganz leicht grünliches FDE. Finde ich also klasse. Passt wunderbar zusammen. Dann vorne mit diesem Perlgold, wie man es kennt. Auch die Buffer-Tube in Perlgold. Aber wie gesagt, bin ich nicht mehr so stark abgeneigt wie noch bei der IWA. Finde ich klasse. Wenn ihr jetzt dennoch sagt, ja gut, dieses FDE, es ist halt trotzdem kein Perlgold wie bei der VFC-Version oder wie bei der E&C-Version, ja, dann könnt ihr euch das Modell natürlich auch ganz normal in schwarz kaufen. Ist natürlich ebenfalls verfügbar. So, Chronotest habe ich euch natürlich auch gemacht, wie üblich wieder 0,2 und 0,3 Gramm BBs. Somit haken wir den Chronotest ab. Lasst uns noch mal kurz über das Thema Energieabgabe und vor allem auch Hop-Up einmal im Detail sprechen. So, Chrono habt ihr vielleicht gesehen, wir haben jetzt hier zwar in dieser Arcturus 416 A5 keine fancy Internals drin, also irgendwie CNC gefräst, Double O-Ring, X-Ring, whatever, nix, eigentlich Standard Internals, wie man es kennt. Aber ihr habt es vielleicht auch in dem letzten Arcturus Video gesehen vor, keine Ahnung, vor einem Monat oder 2 Monaten.
Das Zeug harmoniert einfach out of the box wunderbar miteinander. Bedeutet, der Pistonhead dichtet sauber ab, die Größe von dem O-Ring passt perfekt zum Zylinder, der Zylinderhead dichtet sauber ab, die Nozzlelänge passt perfekt, der O-Ring von der Nozzle dichtet sauber zum Stutzen ab und auch die Nozzle zum Übergang zum Hopper-Bucking dichtet ebenfalls hervorragend ab. Und dementsprechend für eine Knifte out of the box wirklich eine sehr, sehr geringe Schwankung von der Energie einmal drin in dem System. Also wirklich klasse, muss man sagen. Dichtet einfach gut ab. Ebenfalls die Energiewahl finde ich gut getroffen, für die meisten deutschen Spielfelder perfekt geeignet, 1.4 bis 1.5. Wenn es ein bisschen mehr sein darf, natürlich Federschnellwechselsystem ist vorhanden, dann aber halt aufpassen bei den Internals, übertreibt es nicht. Also ich würde bis maximal 1.7, maximal vielleicht auch 1.8 original gehen. Wenn ihr höher wollt, dann müsst ihr ein bisschen was dran machen. Also wenn ihr 2 Joule oder 1.9 spielen möchtet, da kommt das System dann einmal an seine Grenzen. Aber wie gesagt, für die meisten Spielfelder wirklich klasse. So, ebenfalls wird es heute einen Pluspunkt auf das Thema Hop-Up-System geben oder allgemein auf das Thema Hop-Up, denn das Ding schießt out of the box genauso gut wie letztendlich andere moderne Systeme, die man heutzutage kaufen kann. Bedeutet, ihr habt es vielleicht auf der IWA gesehen, da habe ich ja das Hopper-Bucking mal runtergezogen. Wir haben versucht, von hinten rein zu filmen. Arcturus verbaut hier ein Bucking, was ein bisschen eine Kopie ist vom Maple Leaf Macaroni Bucking. Bedeutet ein 60 Shore, ja, und ein 60er Macaron letztendlich hier drin verbaut, aber halt kopiert. Und das funktioniert wirklich klasse bis 0,32 Gramm BBs. Und das finde ich auch wieder klasse. Bedeutet, ihr müsst jetzt nicht mal hergehen und müsst jetzt out of the box da anfangen, ein anderes Bucking reinzustopfen oder sowas. Vielleicht einen anderen Tensioner noch rein. Nö, wenn ihr nur 0,3 oder wenn ihr 0,3er spielen wollt oder maximal 0,32, dann könnt ihr das System out of the box wunderbar verwenden und es arbeitet einfach klasse. Bedeutet keine riesengroße Streuung links, rechts, Überhop oder sowas oder fallen zu früh ab, nix. Arbeitet einfach unheimlich konstant. Und sogar aufgrund des Tensioners sind auch etwas leichtere BBs sogar noch möglich. Vergleichen wir das Ganze, wenn ihr zum Beispiel euch diese aktuellen Begadi-Kniften mal anschaut, die haben ja auch dieses, ja, ein ähnliches Bucking drin, auch dieses Fly mit dieser spitzen Patchfläche. Die verwenden aber meistens immer dann so einen langen 5 mm Tensioner, der abgerundet ist. Dadurch sollte man bei diesen Systemen immer mindestens 0,28, im besten Fall 0,3 Gramm BBs verwenden. Da könnt ihr halt dann auch hoch auf sage ich mal, 0,36, von mir aus auch auf 0,4. Das ist jetzt hier zwar nicht möglich, aber aufgrund des weichen Tensioners wiederum könnt ihr hier weiter runtergehen. Bedeutet, wenn ihr nur 0,25 verwenden wollt, schießt ihr in dem Ding 0,25 und ihr habt kein Überhoppen drin. Und maximal eben auch bis 0,32 Gramm einmal möglich. Und wie gesagt, das arbeitet wunderbar out of the box. Also Mannziel auf 50 mit jedem Schuss, klar. Wenn es da ein bisschen windig ist, gut 60 Meter sind immer drin, sage ich mal. Und das ist einfach eine gute Range out of the box für eine nicht getunte Airsoft, würde ich sagen. Also Energiespitze, Hop-Up ebenfalls spitze, wird es heute einen Pluspunkt geben. Kommen wir nun einmal zu den Allgemeininformationen. Hier ballere ich euch letztendlich wieder so viel Infos wie möglich zu dem Modell einmal rein. Und da drehe ich euch jetzt erstmal das Teil ein kleines bisschen in den Scheinwerfer rein, damit ihr euch vielleicht so ein paar kleine Details einmal anschauen könnt. Und wie gerade schon angesprochen, hier unten eben Studiobeleuchtung 5200 Kelvin, entsprechend die Farbe 1:1 identisch, wie wenn ihr das Ding jetzt draußen am Tageslicht euch anschauen würdet. Wie gesagt, Farbton finde ich stimmig, passt und ist auch jetzt nicht wieder dieses Standard Perlgold, sondern halt einfach mal ein kleines bisschen anders. Und hier möchte ich auch darauf eingehen, wenn ihr einfach euch mal diese ganzen HK-Kniften im Real-Steel-Bereich auf der ganzen Welt anschaut, auch die SG28 oder die M110, da gibt es so viele unterschiedliche Farbkombinationen und dementsprechend finde ich es heute gar nicht mal so schlecht, hier mal ein bisschen einen anderen Weg zu gehen und nicht eben wie bei VFC oder wie bei E&C dieses Perlgold zu verwenden. Ja, dieses Perlgold ist auch eine wunderschöne Farbe mit diesem leicht metallischen Glanz. Hier das Ganze, wie gesagt, dieses braungrün schimpfen sie es, glaube ich. Ich finde es eher ein bisschen so ein ganz leicht grünliches FDE und passt wunderbar auch eben zu diesem Perlgold Vorderschaft und zu der Perlgold Buffer Tube. Also schöne Farbkombination, definitiv. So, allgemein ist natürlich, es ist eine HK416A5, die meisten kennen das Modell bereits. Für Neueinsteiger oder wer eben das Modell nicht kennt, Mündungsbremse ganz normal AR15, 14 mm Linksgewinde, vorhin schon gesehen, ist komplett aus Stahl gefertigt. Das Rohr ist einteilig aus Aluminium, die Gasabnahme bzw. die nachgebildete Gasabnahme ist ebenfalls aus Stahl. Bedeutet, ihr habt hier so ein relativ schweres Stahlgussteil hier vorne mit dran und dadurch ist jetzt eben die Arcturus kleines bisschen frontlastiger. Bedeutet auch gerade
zu anderen modernen AR15-Modellen, zum Beispiel mit einem M-Lock-System, merkt man einfach, dass die 416 im Allgemeinen auch aufgrund des Quadrail-Vorderschafts und eben der Gasabnahme aus Stahl kleines bisschen frontlastig ist. Also die hängt ein bisschen nach unten. Wie gesagt, bisschen schwerer im vorderen Bereich. Ansonsten gut aufgebaut im inneren Bereich. Nur der Outer hat jetzt gerade im Vergleich zu, keine Ahnung, zum Beispiel zu E und C ein kleines bisschen mehr Luft. Bedeutet, der kann euch minimalst ein ganz kleines bisschen schwingen. Daher aber die Schussergebnisse wirklich gut waren, würde ich das definitiv nicht als kritisch ansehen. Das haben viele andere Hersteller, haben das auch, dass der Outer minimalst ein ganz kleines bisschen wackeln kann. Vielleicht einen halben Millimeter maximal. Wie gesagt, das ist in Ordnung. Die Qualität des Vorderschafts ist hervorragend und hier absolut kein Unterschied, ob ihr euch jetzt eine Arcturus anschaut oder eine VFC. Bedeutet, den haben es wirklich super gemacht, ist ein Profil gefertigt, dann CNC nachbearbeitet, bisschen CNC gefräst und einfach super von der Qualität umgesetzt, hervorragend. Keine Schnitze irgendwie geleistet, keine Macken drin, nicht irgendwie unsauber gefräst und auch die Passgenauigkeit zur Pickrail oben ist perfekt. Also wunderbar bündig, schließt sauber ab und ihr könnt auch problemlos einmal drüber montieren. Bedeutet hier kein Versatz, einmal vorhanden. 416-System, wenn die meisten von euch kennen. Gut, ich habe jetzt das UH1 drauf, deswegen sieht man es nicht. Aber der Vorderschaft bzw. die obere Picatinny-Schiene hat hier oben noch so eine kleine Lippe, die in den Upper Receiver einmal reingreift und dadurch auch kein Verdrehen des Vorderschaftes möglich ist. Wie gesagt, einfach von Arcturus genauso gut umgesetzt wie bei VFC. Und hier sieht man einfach wieder, wisst ihr, hier sieht man auch einfach wieder, wie gut mittlerweile chinesische Hersteller sind. Früher hat man immer gesagt, man ist immer hergegangen und hat immer gesagt, ja, VFC, die sind so geil von den Externals. Ja, Leute, die Chinesen bekommen das genauso gut gebacken und kosten halt immer 200 € weniger. Also klasse Vorderschaft, super umgesetzt. Auch der Receiver ist sehr gut umgesetzt. Wie gesagt, die Upper und Lower sitzen wunderbar zusammen. Hier kein Spiel irgendwie drauf zwischen den Receiver-Hälften. Passt 1A und auch von der Passgenauigkeit schließt es einfach sauber und bündig alles miteinander ab. Auch die Kante hier oder diese Konturkante am Magazinschacht, die bei manchen Herstellern immer ein kleines bisschen versetzt ist, quasi hier hochwärts, die läuft hier wunderbar und 1A bündig in den Upper Receiver rein. Also Passgenauigkeit einfach super umgesetzt, muss ich sagen. Gut, die Flip-Ups sind natürlich enthalten. Das ist eigentlich auch heutzutage traurig, dass man das ansprechen muss. Aber ja, natürlich vorne eingearbeitet. Einmal euer Korn zum Aufklappen und natürlich HK. Einmal die Lochkimme hinten, könnt ihr auch entfernen natürlich, wenn ihr das nicht haben wollt. Ebenfalls zum Aufklappen und zum Einstellen eben hier direkt mit dabei. Und wie gesagt, ich finde es ein bisschen traurig, sowas heutzutage ansprechen zu müssen, aber viele Hersteller sparen diese Flip-Ups heutzutage weg, um einfach vom Preis her noch ein bisschen weiter runter zu kommen. Also hier alles an Backup-Visierung vorhanden letztendlich. Gut, dann der Receiver ist, wie gesagt, ist ganz klassisch. 416A5 bedeutet natürlich, dieses Modell ist vollständig beidseitig nutzbar. Ihr habt also ganz normal zum Hop-Up einstellen, Spannhebel, einmal zurückziehen, Verschluss rastet sauber hinten ein, beziehungsweise Verschlussblech rastet sauber hinten ein. Könnt ihr entweder vom Schützen aus auf der rechten Seite lösen oder vom Schützen aus auf der linken Seite lösen. Ebenfalls der Magazinhalter, ganz klassisch vom Schützen aus auf der rechten Seite und natürlich, wie man es kennt, vom Schützen aus auf der linken Seite. Auch der Feuerwahlhebel ist natürlich beidseitig nutzbar, nur dieser ist gerade im Vergleich zu anderen ein bisschen kratzig und hat auch hier vom Schützen aus rechts ein bisschen arg viel Spiel. Bedeutet, der klappert hier circa 3 mm ein bisschen rum und wie gesagt, wenn ihr umschaltet, ich zeige es euch später noch mal in der Nahaufnahme, der reibt und kratzt ein bisschen im Zahnradsystem. Also wer darauf Wert legt, dass er wirklich was, so dieses Snappige hat, hier doch leider im Zahnradsystem kleines bisschen Kratzen vorhanden. Wirklich stören tut's aber nicht wirklich. Wie gesagt, ist in Ordnung und eben auch beidseitig zu verwenden, das Ganze. So Leute, der Abzug, den zeige ich euch auch später nochmal, da müssen wir auch bei den Internals drüber sprechen, denn hier ist leider kein EFCS-System drin verbaut, aber zumindest mal ein MOSFET mit einer Akkuüberwachung. Bedeutet, ihr könnt hier problemlos 11,1 Volt Akkus verwenden, ohne Probleme und das Ding warnt sogar und schaltet ab, wenn die Zelle unter 3, oder wenn jede Zelle unter 3,2 Volt fällt. Also Akkuüberwachung super.
aber eben auf andere moderne Features wie Zyklenüberwachung oder Aktivbremse müsst ihr hier leider drauf verzichten, da kein EFCS drin verbaut ist und auch leider kein EFCS kompatibel ist. Bedeutet, wer jetzt einfach hergehen möchte und gerne irgendwie mit einem optischen System spielt, mit einem Titan, mit einem Aster oder von mir aus mit einem Peru, einem Chevtron, whatever, ist ja wurscht. Für diesen ist das Modell leider nichts, denn ihr bekommt aufgrund der leider alten Gearbox-Version von Arcturus hier kein EFCS nachgerüstet. Bedeutet, ihr habt hier innen drin dieses etwas veraltete Mikroschaltersystem mit diesem großen schwarzen Taster, ohne Zyklenüberwachung. Dementsprechend habt ihr auch am Abzug dieses Klicken im hinteren Bereich. Bedeutet, ihr habt nicht wie bei einem EFCS diesen Abzugsweg von vielleicht 2-3 Millimeterchen, sondern ihr müsst hier doch immer relativ viel Weg einmal zurücklegen. Wie gesagt, für den Einsteiger würde ich sagen, vollkommen in Ordnung. Wer einfach moderne EFCS-Systeme gewohnt ist vom Abzug, wie gesagt, der schaut hier ein bisschen blöd aus der Wäsche, sprechen wir aber später bei den Internals natürlich nochmal im Detail durch. So Leute, dann hinten Aufnahmetrageriemen, natürlich aus Stahl, vom Schützen aus auf der rechten wie auch auf der linken Seite. Castle hat ebenfalls aus Stahl und die Buffer-Tube aus Aluminium mit Lasermarkierung für die eingestellte Markierung, ein bisschen für die einzelnen Positionen. Und der Schaft, original HK-Schaft natürlich, nicht jetzt wie bei dieser DevGru-Variante mit diesem Geissli Vorderschaft von E&C, mit diesem, ich weiß nicht wie der Schaft heißt, Sopmod-Schaft oder so, keine Ahnung. Also hier auf jeden Fall die Originalversion einmal drauf aus Polyam mit Kunststoff. Und hier kann ich euch sagen, der läuft von der Passgenauigkeit perfekt. Bedeutet, ihr seht, der geht ein kleines bisschen schwieriger zum Einstellen, läuft, wie gesagt, läuft ein bisschen straffer. Dadurch sitzt das Ding aber halt auf der Buffer-Tube auch wunderbar und spielfrei drauf. Also kein großes Hin- und Herklappern, Schwabbeln, sondern das Ding sitzt einfach sauber drauf. Gut, Griff ganz normal, muss man nicht durchsprechen. Dann haben wir, glaube ich, soweit von den allgemeinen Informationen, haben wir, glaube ich, alles schon abgesprochen, oder? Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Thema Feder-Schnellwechselsystem. Wenn ihr jetzt also hergehen wollt und möchtet das Modell auf irgendein besonderes Event oder auf irgendein besonderes Spielfeld einmal einstellen von der Energie, braucht ihr im Regelfall einen Schlitzschraubendreher. Ihr könnt jetzt mit der Hand probieren, je nachdem wie viel Kraft ihr habt. Ich empfehle euch, nehmt einen Schlitzschraubendreher. Zunächst mal muss die Castle runter. Die sitzt standardmäßig wirklich sehr fest drauf. Bedeutet, es könnte sogar sein, dass ihr am Anfang so ein AR-15-Tool braucht, um diese einmal lösen zu können. Bedeutet, die sitzt wirklich straff. Ich habe sie jetzt schon einmal angelöst, damit ihr diese einmal lösen könnt. Schraubt ein bisschen nach hinten, dann zieht ihr ebenfalls die Endplate ein kleines bisschen zurück. Und hier bei dem Modell aufpassen, denn Arcturus sichert die Endplate hier innen drin nochmal mit so einem kleinen Pin. Warte mal, zeige ich euch gleich mal. Zunächst mal schraubt ihr jetzt erstmal die ganze Buffer-Tube einfach nach hinten ab. So, dann zieht ihr hier vorsichtig einmal ab. So, und hier nochmal ganz kurz, vielleicht könnt ihr es hier erkennen. Ihr habt hier hinten so einen kleinen, so einen kleinen Mini-Knopf drin oder so, irgend so ein rundes Teil. Und das sitzt eben hier unten im Lower Receiver standardmäßig drin. Da könntet ihr vielleicht sogar hergehen und könntet das ein bisschen reinkleben, damit es nicht verliert. Und dieser Knopf oder dieser Bobbel hier, der sichert sozusagen die Buffer-Tube vor Verdrehen. Der arretiert sozusagen hier unten in der Endplate. Die Endplate wiederum arretiert in der Buffer-Tube. Und dann ist kein Verdrehen oder kein unabsichtliches Lösen möglich über diesen kleinen Knopf. Nur eben aufpassen, wie gesagt, wenn ihr mal hinten abzieht, aufpassen, dass das nicht verliert. So, und dann seht ihr schon, hier ist einmal der DIN-Stecker, hier ist das MOSFET mit der Akkuüberwachung mit an Bord und hier hinten drin habt ihr dann letztendlich die große fette Schraube, wie man es von Arcturus kennt. Jetzt könntet ihr hergehen und könnt es probieren, mit der Hand zu lösen. Gut, ich schaffe es nicht. Dementsprechend Schlitzschraubendreher her und hier hinten die große Schraube einfach einmal anlösen. Nur anlösen ist ausreichend. Dann schraubt ihr die ab, wie vielleicht bekannt ist. Und dann hat diese Schraube, diese gerändelte, hat hier oben ja wie so ein Schlitz eingearbeitet, so zwei so Ponüppel. Und da geht ihr jetzt einfach hier hinten hin, nimmt die Schraube, hakt diese am Spring Guide ein, drückt den Spring Guide nach innen, dreht ihn um 90 Grad und zieht das ganze Zeug nach hinten raus. Und dann könnt ihr eben eine andere Feder sehr, sehr schnell einmal einlegen.
Wie vorhin schon kurz angesprochen, aufpassen mit den Standard-Internals, übertreibt es einfach nicht, ansonsten könnt ihr da was kaputt machen. Wenn ihr mal hochgeht auf 1,7 oder 1,8, sehe ich hier aber absolut keine Probleme. Nur eben bei 1,9, 2 Joule, der Motor ist nicht gerade der stärkste, sollte man vielleicht Motor einmal angehen. Aber ansonsten, wie gesagt, auch wenn ihr runter wollt auf 1 Joule, 1,2 Joule, hier absolut kein Problem. Wenn wir aber jetzt gerade schon beim Thema Feder-Schnellwechselsystem sind, muss ich auch nochmal einen Punkt ansprechen. Und das habe ich, glaube ich, auch bei den anderen Arcturus-Modellen auch angesprochen. Die Passgenauigkeit von dem Spring Guide hinten, beziehungsweise der Durchgang von der Gearbox ist relativ eng. Bedeutet, es ist wirklich sehr passgenau gefertigt. Und jetzt kann es vorkommen, dass wenn die obere Schraube an der Gearbox, wenn die mit voller Gewalt zugnäht ist, kann es vorkommen, dass ihr den Spring Guide nicht nach hinten rausbekommt. Der bleibt einfach drin hängen. Dann müsstet ihr das einmal auseinanderziehen und die oberste Schraube ein kleines bisschen anlösen, damit der Spring Guide nach hinten rauskommt. Wie gesagt, hatte ich jetzt bei dem Modell und hatte ich auch bei den anderen Arcturus Reviews damals, hatte ich das gleiche Problem. Also wie gesagt, sollte der Spring Guide nicht rausgehen, Schraube oben, hinten an der Gearbox, kleines bisschen anlösen. Eine Umdrehung aufmachen und dann funktioniert das Ganze tadellos. Zum Thema Feder-Schnellwechselsystem vielleicht noch eine ganz wichtige Information, gerade für Neueinsteiger. Allgemein bei allen AR15S AEGs, die dieses Buffer-Tube-System verwenden, also auch Ares hat es, glaube ich, auch teilweise und auch andere Arcturus-Modelle, passt auf, dass wenn ihr die Buffer-Tube wieder einschraubt in den Receiver, dass ihr diese nicht vollständig bis Anschlag reinschraubt, ansonsten schert ihr euch innen drin die Kabel ab. Wenn es ganz blöd läuft, drückt ihr auf die Kabel drauf, ihr beschädigt die Isolierung und erzeugt einen Kurzschluss. Dann ist das System kaputt. Also hier langt es wirklich aus, wenn ihr die Buffer-Tube 3 Gewindegänge oder 3 Umdrehungen reinschraubt und dann das Ganze über die Castle-Nut wieder spannen. Also nicht einfach hergehen und mit aller Gewalt reinschrauben bis nimmer geht, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr irgendwas kaputt macht. Wie gesagt, 3 Umdrehungen, 3 Gewindegänge, ausreichend, nicht zu weit rein. Bei allen AR15 Modellen, wo die Buffer-Tube in den Receiver geschraubt wird. So Leute, und dann lasst uns über das Thema Akku, Platz für einen Akku einlegen sprechen. Und ihr habt das jetzt gerade vorhin vielleicht gerade schon gesehen, wo wir es abgezogen hatten. Leider eben kein EFCS drin verbaut und auch hier hinten in der Buffer-Tube leider es MOSFET drin und eben die Platine, welche für die Akkuüberwachung zuständig ist. Und das kostet euch in der Buffer-Tube im Vergleich zu anderen Systemen leider sehr, sehr viel Platz. Bedeutet, ihr könnt hier gar nicht hergehen und könnt jetzt euren Akku so weit reinschieben, wie das bei anderen Modellen gewohnt seid. Und das finde ich heute ein kleines bisschen schade. Dann hat man natürlich ebenfalls eben diesen klassischen HK-Schaft, nicht irgendwie mit seitlichen Taschen, damit wir irgendwie Akkuzellen noch links oder rechts einlegen können, sondern man hat einfach nur den Platz in der Buffer-Tube. Und dementsprechend ist es euch gar nicht möglich, eigentlich mit einigermaßen vernünftigen Akkus den Schaft komplett einzuschieben. Bedeutet, ihr müsst ihn immer Minimum Position 2 oder sogar Position 3 einmal zu haben. Dass er übrigens sehr fest sitzt, habe ich euch vorhin schon angesprochen, oder so. Bedeutet Position 3. Wir schauen uns mal ganz kurz an. Ich habe jetzt hier mal 2 Akkus vorbereitet. Normalerweise würde man hergehen und würde in so einem System diese ganz normalen Triple Sticks oder diese Single Sticks als 11,1 Volt verwenden. Bedeutet 11,1 Volt, 1400, 1500 Milliampere-Stunden. Das sind so die Standard-Akkus, die man einfach in diesen Buffer-Tubes verwendet. So, und jetzt habe ich hier nochmal einen 11,1 Volt, aber nur mit 1200 Milliampere-Stunden. Das sind halt gleich mal 300 Milliampere-Stunden weniger. Und der passt sogar ein bisschen besser aufgrund des MOSFET oder aufgrund der Platine hier hinten drin. Zum Einlegen gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder Möglichkeit 1, ihr macht es ganz klassisch, drückt hier unten rein, zieht den Hebel hier unten mit Schmackes einmal runter und zieht den ganzen Schaft einfach nach hinten einmal ab. So, dann habt ihr hier einmal euren Stecker drin, könnt den Akku anstecken. Müsst ihr jetzt nicht unbedingt machen. Es gibt auch noch die Möglichkeit, das Ganze nur über die Schaftkappe einzulegen. Bedeutet, lasst mich das mal wieder kurz aufschieben. Bedeutet hier unten wieder aufschieben. So, es gibt auch die Möglichkeit hier unten diesen kleinen Nupsi hier zu drücken und die Schaftkappe entsprechend nach unten abzuziehen. Bedeutet, wenn ich was sehen würde, wartet, so und dann einmal abziehen und dann könnt ihr ebenfalls eben hier oben den Akku einlegen. Wie ihr das macht, ist letztendlich euch überlassen. Daher dieser Nupsi hier unten nur an ca. 1,5 mm Polyamid-Kunststoff dranhängt.
würde ich vielleicht einfach einen Schaft abziehen. Vielleicht, ist euch überlassen. Na, wie gesagt, wenn man da zu oft drückt, könnte es vielleicht passieren, dass der Nupsi da unten ein bisschen dran verschleißt. So, und jetzt eben noch mal kurz zum Platz. Jetzt seht ihr, dass die Buffer-Tube hier hinten gerade bündig ist. Bedeutet Position 1, vorderste Position. So, und wenn wir jetzt eben hergehen und so diesen Standard-Akku mal nehmen würden, den man normalerweise verwendet, dann werdet ihr sehr schnell feststellen, dass wir hier auf Anschlag sind. Bedeutet, weiter rein geht dieser Akku leider nicht mehr, da er eben hier vorne bereits gegen das MOSFET dagegen drückt. So, wenn wir jetzt diesen mal anschließen würden, dann kommt ebenfalls noch der Punkt dazu, dass ihr natürlich die Steckverbindung auch noch dazu habt. Bedeutet, euren T-Stecker oder sowas müsst ihr auch noch gucken, wie ihr den da irgendwie ranpobelt. Denn hier muss ich auch sagen, da hätten wir vielleicht nochmal, keine Ahnung, vielleicht nochmal einen Zentimeter mehr Kabel einmal stehen lassen können. Denn hier ist es ziemlich wurstig, das alles dann irgendwie reinzubekommen, da eben der C-Stecker ein bisschen kurz ist. Oder es liegt eventuell an den kurzen Kabeln von dem Akku hier. Wie gesagt, hier, sowas verwendet man, ist aber recht wenig Platz. Was natürlich besser passt, ist dann so ein kleiner 1200 mAh, denn der passt natürlich deutlich tiefer in die Buffer-Tube einmal rein. So, beep, beep, dann stopfen wir das hinterher. So, Balancer noch hinterher. Und wie gesagt, und auch bei dem seht ihr jetzt bereits, das sind jetzt eben nur 1200 mAh, aber dennoch ist es euch natürlich nicht möglich, den Schaft komplett vorne zu verwenden. Bedeutet, ihr müsstet bei dem 1200er, müsstet ihr auch Minimum in Position 2 gehen. Wartet mal, langt das? Ja, 2 lang gerade so aus. So, Position 2, hinten bündig. Wenn ihr eh weiter hinten spielt, ist es wurscht. Aber wie gesagt, das sind andere Systeme, die ein internes EFCS-System vielleicht sogar verwenden. Sind hier vom Platz her doch ein kleines bisschen, wie soll ich sagen, freundlicher. Nee, bieten einfach ein kleines bisschen mehr Platz, wie jetzt diese Version hier, wo eben hier hinten dieses MOSFET in der Buffer-Tube drin ist. Gut Leute, Akku ist drin, voll geladener 11,1 Volt, 1200 mAh. Der kleine, den ihr gerade gesehen habt, wie gesagt, den bringe ich gerade so rein. Für den noch größeren müsste ich die Schaftkappe da oder müsste ich den Schaft dann irgendwo hier stehen haben, weil ein bisschen wenig Platz. So, und jetzt lasst uns ein bisschen über das Ansprechverhalten und über den Klang sprechen. Jetzt hat man hier, wie gesagt, man hat eben kein modernes EFCS-System drin, sondern das Ganze wird halt über ein MOSFET geregelt mit Akkuüberwachung. Thema MOSFET finde ich schon mal gut, denn ihr könnt jetzt hier eben auch problemlos 11,1 Volt Akkus verwenden und seid nicht irgendwie auf 7,4 Volt einmal angewiesen. Dementsprechend ist auch das System natürlich deutlich spritziger, wie jetzt mit einem 7,4 Volt Akku. Das ist schon mal in Ordnung. Aber der Zyklus ist mit anderen Systemen nicht ganz vergleichbar, denn wir liegen circa 15 bis 20 Millisekunden darunter. Bedeutet, hier liefert der Motor mit den Gears, mit dem System out of the box eine Zyklenzeit von circa 75 Millisekunden, wenn der Akku voll geladen ist mit 12,6 Volt. Wenn der Akku dann ein bisschen abfällt, dann fällt auch das System auf circa 80, 85 Millisekunden. Wie gesagt, hier eben daran, da muss man einfach beachten, es ist kein EFCS drin und dementsprechend der Zyklus ein kleines bisschen langsamer. Vom Klang her, die Gears sind seitens Arcturus wirklich super eingeschimmt, da können wir überhaupt nicht maulen. Die Motoreinstellung und das Shimming vom Bevel to Pinion passt nicht zu 100% und auch haben wir hier ein kleines bisschen so ein Eigenkreischen drin. Dementsprechend hören wir uns das Modell mal an. Ich mache euch wieder 2 Audioaufnahmen, einmal übers Richtmikrofon vorne an der Kamera und einmal übers Lavalier bzw. übers Ansteckmikrofon. Also hören wir uns das Ding mal an, 0,3 Gramm BBs. So, und leer. Jawohl. So, also wie gesagt, vom Klangbild her, ausbaufähig, weiß ich nicht. Es sind halt die Standard-China-Gears drin, die man auch bei anderen Herstellern drin hat. Wem das Klangbild jetzt ein kleines bisschen auf den Zeiger geht, wie gesagt, Motor bzw. das Bevel-Gear nochmal sauber einschimmen, zum Motor sauber justieren und dann bekommt ihr auch die Standard-Gears
etwas laufruhiger hin. Wer es noch ein bisschen schöner haben möchte, dem empfehle ich ein 13.1er Gearset zu verwenden. Vielleicht sogar noch mit einem stärkeren Motor, denn hier ist kein Super High Torque drin, sondern ein ganz normaler Standardmotor mit Ferritmagneten. Aber wie gesagt, es funktioniert, man kann nicht maulen, Klangbild hat man schon besseres. So, und dann habt ihr es vielleicht auch gemerkt, oder vielleicht hattet ihr das in der Audiospur einmal hören können, es war einmal ein Aussetzer vom System dabei. Bedeutet, daher man hier eben keine Zyklenüberwachung hat, hört natürlich der Motor bzw. das System sofort auf zu drehen, wenn ihr den Abzug einmal löst. Also ein ganz klassisches Switch-System eigentlich. Bedeutet, wenn ihr zu schnell triggert und der Akku sogar noch ein kleines bisschen schwächer wird, dann kann es passieren, dass der Piston einfach aufgezogen wird und der Schusszyklus unterbrochen wird. Bedeutet, ihr habt einfach keine Zyklenüberwachung drin. Bedeutet, das System durchläuft nicht automatisch einen kompletten Schusszyklus, sondern bremst einfach da ab, wo ihr den Abzug einmal loslasst. Dadurch ist es aber auch mit schwächeren Akkus sogar möglich, wenn man einfach zu schnell triggert, könnte es sogar vorkommen, dass euch das Ding in einen Gearbox-Jam reinfährt. Bedeutet, dann klemmt das ganze System, ihr könnt am Abzug drücken, so viel wie ihr wollt, ihr bekommt das Ganze nicht mehr zum Schießen. Müsst also dann entsprechend hergehen und den Gearbox-Jam über Lösen des Anti-Reversal-Ledges oder über Weiterdrehen der Gears ein kleines Stückchen, müsst ihr diesen Jam einmal beheben. Und das finde ich auch ein bisschen schade, dass wir heutzutage über das Thema Gearbox-Jam immer noch einmal sprechen müssen. Wie gesagt, meine Überlegung wäre, daher es wirklich ein schönes System ist, meine Überlegung wäre eben ein 13.1er Gearset zu verwenden. Das ist schon mal weniger Jam-anfällig, gerade wenn es eben mehr Arretierungspositionen am Bevel Gear hat für den Anti-Reversal Ledge und dann mit dem 11.1er ordentlich gib ihm. Weil dann seid ihr eben oder ist die Gefahr für einen Gearbox-Jam deutlich geringer und das Modell wird nochmal ein bisschen spritziger. Ganz so schön wie an einem EFCS-System mit so einem kleinen, knappen Mikrotaster kommt ihr hier natürlich nicht dran. Bevor es gleich weitergeht mit den Nahaufnahmen und mit den Details, lasst uns noch Thema Magazin und Kompatibilität durchsprechen. Ihr seht, ich habe jetzt hier wieder so eine kleine Auswahl für euch durchgetestet und jeweils mit 0,3 Gramm BBs. Zunächst aber mal das brandneue HK Gen 3 Polymer-Magazin, welches hier im Lieferumfang enthalten ist. Seitens Arcturus wird viele von euch freuen. Wirklich schönes Magazin, ist in Ordnung, ist aber halt auch wieder ja, eigentlich ein Standardmagazin, also bis aufs Design nichts Besonderes, wenn wir es ganz klar runterbrechen. Aber natürlich Original-Lizenzmodell, dementsprechend natürlich Original-HK-Logo, Original-Markings einmal drauf. Und gibt es eben jetzt in diesem braun-grauen, ich würde es jetzt fast FDE nennen oder eben auch in Standard-Schwarz. Ist letztendlich vom inneren Aufbau und vom Feeding exakt 1:1 das gleiche Magazin wie die Standard-Arcturus-Magazine. Bedeutet, hier ist wirklich nur die Hülle anders. Bekommt er rein mit dem Speedloader 120 Schuss maximal, also als Midcap nutzbar oder wie vorhin schon angesprochen, wie auch die anderen Arcturus-Magazine im inneren Bereich umschaltbar auf 30 Schuss. Also ihr könnt auch Milse mit diesem Magazin spielen. So, der einzige kleine Wermutstropfen, ja, das Magazin ist schön, es ist ein HK-Magazin, daher ist aber rein von der Funktion und von den Maßen und vom Feeding nicht anders ist wie das Standard-Arcturus-Magazin, ist es vom Preis her leider aufgrund der Lizenz natürlich ein bisschen teurer. Bedeutet, wenn ihr euch mal das Standard-Arcturus-Magazin anschaut, da habt ihr sogar seitlich noch das Fenster drin, wo ihr einen Follower drin seht, wenn es leer wird, bekommt er für 15 Euro und nur wegen der HK-Lizenz müsst ihr dafür 30 Euro bezahlen. Also doppelt so teuer wie das Standardmagazin. Wenn ihr da keinen Wert drauf legt aufs Magazin, geht mir zumindest so gut, je nachdem wie man sieht, dann könnt ihr auch problemlos für 15 Euro die Standardmagazine verwenden. Ist günstiger, könnt ihr runterschmeißen, ist wurscht, funktionieren 1:1 exakt genauso. Und wie gesagt, kosten die Hälfte. Also hier nur wegen der Lizenz halt wieder doppelt so teuer, muss man berücksichtigen. Im Allgemeinen aber die Arcturus-Magazine feeden einfach super und das jetzt nicht nur, wie gesagt, nicht nur in dieser 416 von Arcturus, sondern auch in anderen SAEGs oder AR15-Modellen könnt ihr diese Arcturus-Magazine zum größten Teil problemlos verwenden, auch bei MTW oder so. Die sitzen sauber und die feeden einfach auch mit schweren BBs wirklich gut, muss man sagen. Also klasse Magazine von Arcturus. So, die Kompatibilität hier funktioniert auch vom Feeding her problemlos. Die alten PTS EPMs, die ich da habe, funktioniert tadellos. Auch Syma mit Caps, egal ob jetzt Stahlblech oder so ein PMAC-Klon da, funktioniert sauber. Und auch dieses Airsoft oder sehr, sehr billige Airsoft Systems Magazin hat wirklich super funktioniert.
Ich habe zwei Magazine, die funktionieren leider nicht gut. Das ist einmal ein PMAG von E&C und entsprechend gehe ich auch davon aus, dass auch das Stahlblechmagazin von E&C nicht gut passt, denn das klemmt sehr, sehr stark im Magazinschacht und auch das Lonex Midcap Magazin klemmt ebenfalls relativ stark im Magazinschacht. Würde ich also nicht verwenden. Wenn ihr jetzt irgendwie PTS-Magazine zu Hause habt schon, ja, dann ballert sie rein. Wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr neue Magazine kaufen müsst bei dem Modell, überlegt euch wirklich gut, ob ihr die Standardmagazine verwendet oder ob ihr halt ein bisschen mehr Geld ausgebt und dann halt die da kauft. Wie gesagt, es ist wirklich nur rein optisch, die Funktion ist 1:1 exakt identisch. Gut Leute, dann schauen wir uns das Modell noch kurz in der Nahaufnahme ein bisschen an, das ein oder andere Detail vielleicht nochmal ein bisschen einfangen. Vielleicht wiederhole ich mich ein kleines bisschen, aber wir schauen es uns einfach nochmal kurz durch. Wie gesagt, Mündungsbremse ist aus Stahl gefertigt, Rohr aus Alu. Vielleicht kann ich euch hier jetzt nochmal zeigen, wie gesagt, hier auf dem Rohr minimalst ein ganz kleines bisschen, ja, so ein minimales Schwingen vorhanden, aber wirklich nur minimalst. Das haben andere Systeme, Free-Float-Systeme sind da deutlich schlimmer. Also das finde ich vollkommen in Ordnung, kann man auch eigentlich ignorieren. Gasabnahme ist schön nachgebildet im inneren Bereich und wie gesagt, hier Gasabnahme innen drin komplett aus Stahl. Dadurch halt hier vorne doch einiges an Gewicht drauf. Hier der Vorderschaft, können wir uns auch noch mal kurz im Detail anschauen. Wie gesagt, hier auch kein Unterschied irgendwie zu VFC von der Verarbeitungsqualität her. Wunderschön gefräst das Ganze. Auch von der Laserung haben sie auch schön gemacht. Bedeutet, auch hier, wenn ihr euch mal die Pick-Rail oben anschaut, die einzelnen Positionen eingelasert. Und dann auch nicht irgendwie an der Kante, dass es durch die Laserung irgendwie zu so einer, ja, wie soll ich das sagen, zu so einem Fehler kommt hier oben in den einzelnen Picatinny-Positionen. Das kennt ihr vielleicht bei manch anderen so AR-15-Modellen, wenn dann hier oben reingelasert wird, dann trifft dieser Laserstrahl teilweise reflektierter und trifft hier an die Kanten hin. Und dann habt ihr hier an den Kanten innen drin so weiße Stellen. Das ist hier einfach nicht der Fall. Also auch hier von der Laserung einfach schön sauber und meiner Meinung nach auch wirklich perfekt umgesetzt. Die Klemmvorrichtung und Übergang habe ich euch vorhin auch schon angesprochen. Bedeutet wunderbar bündig hier oben am Vorderschaft letztendlich. Von der Pick-Rail kein Versatz einmal drin und natürlich über die Klemmvorrichtung, über die fette Stahlschraube komplett zu 100% der Vorderschaft fest mit dem Receiver verbunden. Also hier auch keinerlei Spiel irgendwie darauf vorhanden. Und auch wenn wir den Vorderschaft dann einmal entfernen, finden wir darunter ein wirklich schön detailliertes Gassystem vor. Bedeutet, hier seht ihr eben Gasabnahme, wie gerade schon angesprochen, das Ganze aus Stahlguss. Dann hier eben ganzes Gassystem, wunderschön nachgebildet. Und sogar hinten die Barrel Nut ist jetzt hier auch nicht einfach nur aus Alu, sondern diese ist ebenfalls komplett aus Stahl gefertigt. Bedeutet die Arcturus um einiges günstiger wie das VFC-Modell, aber letztendlich genauso detailliert und schön nachgebaut. Wisst ihr, auf solche Kleinigkeiten lege ich ein kleines bisschen Wert. Ist einfach schön umgesetzt. Dann können wir uns ebenfalls den Receiver noch im Detail anschauen. Auch hier, wie gerade schon oder vorhin schon angesprochen, von der Passgenauigkeit und von der Umsetzung einfach schön gemacht. Bedeutet, da gibt es absolut nichts, was man irgendwie dran kritisieren könnte. Die Passgenauigkeit der beiden Hälften wirklich hervorragend, kein Spaltmaß oder so vorhanden. Auch wenn ihr versucht, das Ganze irgendwie aneinander vorbei zu wackeln oder sowas, kein Spiel drin. Das passt einfach wunderbar. Wie gesagt, schaut euch einfach noch mal kurz im Detail an. Das meiste habe ich euch natürlich vorhin schon kurz angesprochen. Was wir uns jetzt vielleicht in der Aufnahme noch mal kurz anschauen können, natürlich Hop-Up einstellen, Verschluss einmal zurück über den Spannhebel. Das könnt ihr entweder hier lösen, vom Schützenhaus auf der rechten Seite oder vom Schützenhaus links, aber ihr findet hier drin ebenfalls die aktuelle Generation der Arcturus Hop-Up-Kammer vor. Bedeutet Hop-Up-Kammer im Rotary, genauso wie bei den anderen modernen AR-15-Modellen von Arcturus. Lässt sich wunderbar hier innen drin einstellen. Schön Widerstand drauf auf dem Rädchen, aber auch nicht zu viel, dass es sich irgendwie überhaupt nicht drehen lässt, sondern das ist einfach gut abgestimmt, muss man sagen. Also hier auch eine wirklich brauchbare Hop-Up-Kammer, muss man sagen. Wenn man da noch was Hochwertigeres haben will, ja guter Leute, dann müsst ihr irgendwas mit, keine Ahnung, 60, 80, 90 Euro dafür bezahlen. Dementsprechend Hop-Up-Kammer super und da das Hop-Up out of the box auch so gut funktioniert mit 0,3 bis 0,32, wird es hier eben heute einen Pluspunkt geben. Dann eben natürlich auch die gesamten Markings drauf natürlich, drehen wir gleich mal um, hier gut auf dem Magazinschacht. Standard, wie man es halt kennt vom Lizenzmodell. Hier vielleicht noch der eine Punkt, falls ihr es vorhin nicht gesehen habt, hier eben
Das ist der einzige Punkt an der Verarbeitungsqualität, den ich an dem Modell leider nicht ganz so geil finde. Das ist der Feuerwahlhebel. Vom Schützen aus auf der rechten Seite sitzt er sehr, sehr loose, sehr schwabbelig, hat relativ viel Spiel drauf und läuft vom Schützen aus rechts auch deutlich hakeliger und straffer wie vom Schützen aus auf der linken Seite. Also wenn ihr Linksschütze seid, müsst ihr euch da ein bisschen dran gewöhnen. Und damit ihr im Allgemeinen ein bisschen kratzt in dem Zahnradsystem und ein bisschen hakt, das habe ich euch vorhin schon kurz angesprochen. Vielleicht könnt man innen drin die Zahnrädchen noch ein kleines bisschen fetten oder so, damit der ein bisschen smoother wird vielleicht. Wie gesagt, hier Feuerwahlhebel, der einzige Punkt, den man von der Verarbeitung wirklich als nicht sonderlich positiv ansprechen könnte. Aber mein Gott, dieses Klappern und Wackelt hat VFC letztendlich genauso. Abzug, wie vorhin schon gesehen, ist dieser Mikrotaster einmal drin. Jetzt muss ich bloß aufpassen, dass ich keine Mumpeln drin habe, weil sonst haben wir jetzt gleich ein Problem. Nein, ist einmal leer das System. Bedeutet, Akku ist noch drin. Wenn wir aber jetzt einmal umschalten, dann seht ihr einfach, wir haben jetzt hier keinen so einen feinen Mikrotaster wie bei modernen EFCS-Systemen, sondern man hat so einen relativ alten, großen Plastik-Switch innen drin eigentlich, wie man es halt auch vom G36 damals noch kannte oder auch von sehr veralteten AR15-Modellen. Verbaut man heutzutage eigentlich nicht mehr. Auf jeden Fall hier drin vorhanden, dann seht ihr hier, der Abzugsweg ist erstmal relativ lang, aber aufgrund dieses mechanischen Schalters habt ihr auch einen schönen Druckpunkt. Bedeutet im Vergleich zum kleinen Mikrotaster, den ihr nur sehr schwer oder mit sehr viel Gefühl wahrnehmen könnt, habt ihr hier einen deutlichen Druckpunkt, wo ihr einfach dagegen drückt. Und wenn ihr dann ab diesem Druckpunkt vielleicht nochmal 5-6 mm zieht, dann bricht der Schuss. Aber wie gesagt, für 90% der Spieler ist es vollkommen in Ordnung. Wer einen Titan gewohnt ist mit einem Hair-Trigger oder einen Core mit Hair-Trigger oder so, der muss sich ein bisschen umgewöhnen. Wie gesagt, ihr könnt halt nicht dieses feine, kleine, zackige am Abzug machen, so kleine Zuckungen, sondern ihr müsst einfach ein bisschen mehr Weg zurücklegen, wie bei einer GBB oder so, oder bei der Scharfwaffe letztendlich auch. Wie gesagt, dem einen wird es gefallen, der andere wird sagen, na, er möchte sein EFCS wieder zurückhaben. Dann schauen wir uns den Receiver auch noch vom Schützen aus auf der linken Seite an. Wie gerade schon angesprochen, hier eben auch natürlich die ganzen Original-Markings drauf. Den Aufkleber, den könnt ihr natürlich wegmachen. Ich meine, der ist meistens oder eigentlich immer drauf bei Umarex-Kniften. Einfach runterziehen und fertig. Und hier könnt ihr eben nochmal die Bedienelemente im Detail sehen, Magazinauswurf oder eben auch der Verschlussfanghebel vom Schützen aus links. Wunderbar, super zu erreichen und eben beidseitig vorhanden. Falls noch nicht erwähnt, die Bedienelemente sind komplett aus Stahl gefertigt. Bedeutet Verschlussfanghebel, Magazinhalter und auch vom Magazinhalter natürlich vom Schützen aus rechts, wie auch der Verschlussfang, komplett aus Stahl gefertigt. Nur der Feuerwahlhebel ist ja standardmäßig aus Polyamid-Kunststoff, wie auch bei den anderen HK4 16A5 Kniften. Falls jetzt ein Neuling zuschaut und sich fragt, ja, oben hier die Lochkämme, brauche ich die oder ich möchte sie entfernen oder ich möchte sie montieren, wie funktioniert das? Ist Standard wie bei HK, bedeutet das Ganze ist so ein QD-System und ihr zieht die letztendlich einfach nur ab. Seht ihr, die eine Seite könnt ihr einfach reindrücken und nach hinten schieben und dann könnt ihr das Ganze drum einfach montieren oder demontieren. Also hier dieses QD-System letztendlich von der Lochkämme. Auch hier übrigens von der Qualität wirklich super nachgebildet. Und abschließend schauen wir uns auch noch den hinteren Bereich von der Knifte an. Gut, Spannhebel vom Schützen aus links erweitert. Habt ihr, glaube ich, vorhin schon mal kurz gesehen. Braucht ihr letztlich auch nur zum Hop-Up einstellen. Ist ja relativ wurscht. Dann haben wir einmal die Endplate hinten, Aufnahme, Trageriemen komplett aus Stahl, links wie auch rechts vorhanden. Die Castle Nut fürs Federschnellwechselsystem aus Stahl. Die Buffer Tube standardmäßig Aluminium in diesem wunderschönen Perlgold. So, der Schaft ist von der Qualität ebenfalls super, bedeutet auch hier keine Unterschiede, was die Qualität angeht, jetzt im Vergleich VFC zu Arcturus. Ganz im Gegenteil, wie vorhin schon kurz angesprochen, der sitzt auf der Tube einfach ordentlich drauf. Bedeutet, ja, er geht zum Einstellen, geht er relativ straff und ihr braucht ein bisschen mehr Schmackes, aber dafür sitzt das Ding einfach von der Passgenauigkeit sauber drauf und wackelt und klappert euch da hinten nicht drauf rum. Also auch hier muss man sagen, qualitativ wirklich super umgesetzt, kann man gar nicht maulen. Wäre da nicht der eine Punkt, der mich persönlich halt wieder ein bisschen stört, wie vorhin schon angesprochen beim Thema Akku, der Platz innen drin in der Tube aufgrund des MOSFETs leider sehr stark limitiert.
Bedeutet, da bin ich ein bisschen, oder muss jeder für sich entscheiden, inwieweit er das, ja, wie man das letztendlich sieht. Bedeutet, mir persönlich wäre das jetzt wurscht, ob ich da einen Original-HK-Schaft dran hätte. Ich leg eher Wert drauf, dass ich halt genügend Akku reinbekomme. Denn lieber habe ich ein bisschen mehr Bums drauf auf dem System, kann länger spielen mit dem Akku, bekomme größere Akkus rein, wie dass ich halt da jetzt so einen Original-Schaft dran habe. Wie gesagt, muss jeder selbst entscheiden, wer mehr Platz haben möchte, muss natürlich auf den Original-HK-Schaft leider verzichten, muss ich halt dann irgendeinen hinmachen hinten, wo der ein bisschen mehr Akkus reinbekommt. Halt mit noch so Taschen seitlich dran, irgend so ein Sopmod-Schaft oder sowas. Oder von der DevCrew, von dieser E und C so ein Schaft. Da bekommt er einfach links und rechts nochmal eine Zelle rein. Und dementsprechend sind dann auch 2150 mAh mit 11,1 Volt möglich. Standard mit diesem Schaft leider nicht. Abschließend übrigens hinten noch die Schaftkappe. Kann ich euch auch mal noch ganz kurz in der Nahaufnahme mal kurz ins Bild reindrehen. Schön strukturiert und ebenfalls gummiert. Und hier auch, das finde ich, halt dieses Design finde ich immer recht interessant. Bedeutet, sie konnten hier aufgrund dieser einzelnen Löcher, was ihr hier drin seht, konnten sie einen etwas härteren Gummi verwenden. Bedeutet, er ist einfach robuster, aber dennoch aufgrund der Löcher wirkt er einfach nochmal deutlich weicher. Bedeutet hier ein schöner Kompromiss aus Haltbarkeit und Weiche und Härte der Schaftkappe hinten. Gut Leute, dann geht's los mit den Internals. Schauen wir uns alles wieder schön im Detail an. Und hier beginnen wir erstmal bei leider meiner allergrößten Enttäuschung bei dem Modell. Und zwar die Gearbox Shell. So, eventuell habt ihr euch vor 3-4 Monaten oder so, haben wir ja bereits ein Review gemacht gehabt über diese aktuelle Arcturus-Serie von Begadi. Und da habe ich euch damals im Review gesagt, neue Gearbox-Shell von Arcturus drin, kompatibel zu EFCS-Systemen. Da war ja auch dieses Begadi Core drin, wäre aber natürlich auch ein Gate Aster reingegangen, wäre ein Perun reingegangen. Alles super, hat mich mega gefreut damals, denn das war immer so das größte Problem bei Arcturus, dass die Gearbox-Shell sehr speziell ist und nicht zu modernen Elektronikkomponenten oder modernen ETUs, EFCS-Systemen kompatibel ist. So, das war damit gegessen. Und dann bin ich natürlich auch davon ausgegangen auf der IWA, dass jetzt auch diese neue HK416A5 auch diese neue Gearbox-Shell drin haben wird. Ja, und genau das ist leider nicht der Fall. Bedeutet hier leider immer noch die ja doch sehr alte Gearbox drin verbaut von Arcturus und entsprechend nur weiterhin mit dem Mikrotaster-System. Bedeutet, ihr habt hier wirklich nur in der Gearbox, wie man es von damals noch kennt oder von früher noch kennt, dieses Switch-System drin, hier oben mit der Ansteuerung für den Abzug. Ihr bekommt keine anderen Abzüge rein, ihr bekommt keine EFCS-Systeme rein. Es passt einfach nichts rein, was modern ist. Und das, finde ich, ist heute wirklich ein großer Kritikpunkt, muss ich leider sagen. Ja, natürlich, die Knifte kommt ohne ETU, ohne EFCS. Das könnte ich ja noch hinnehmen. Aber dennoch wäre es doch einfach geil gewesen, dass man sich, sage ich mal, optional vielleicht nochmal ein EFCS hätte nachrüsten können. Und genau das ist aber bei diesem Modell nicht der Fall, da einfach zu nichts kompatibel ist. Also hier schon mal ein kleines bisschen schade, muss ich sagen. Sehr alte Gearbox oder alte Version von der Arcturus V2 Gearbox drin verbaut, wie man es eben schon bei dieser GR16 damals ja Standard drin vorgefunden hat. So, die Gearbox an sich ist bis auf die Kompatibilität von der Elektronik vollkommen in Ordnung. Also da kann man überhaupt nichts meckern. Bedeutet vorne schön verstärkt hier, Radien drin, schöne Wulst. Quasi hier vorne seht ihr ein bisschen wulstig hier, damit es hier oben nicht so schnell zum Reißen anfängt, auch im hinteren Bereich. Ist an sich gut aufgebaut, nur eben halt auch wieder die Kompatibilität beachten, daher wir bei Arcturus eine ähnliche Bauform haben wie bei Ares, bedeutet hier hinten seht ihr mit Federschnellwechselsystem, habe ich euch vorhin schon gezeigt, bedeutet aber hier der hintere Bereich, der Radius, wo der Spring Guide drin sitzt, ist hier im Versatz, bedeutet, da hinten kommt so ein Radius raus oder halt so ein runder Block. Das ist bei einer Standard V2 eben nicht der Fall. Bedeutet, der Standard V2 geht hier standardmäßig einfach direkt runter und dann hier in diesen Winkel rein. Und dementsprechend passen halt auch keine anderen Gearboxen hier ohne Probleme irgendwie in das Modell rein. Also hier auch wieder Kompatibilität zu anderen Gearboxen leider nicht so einfach zu bewerkstelligen.
So, aber ansonsten, wenn man sich die Gearbox ansonsten anschaut, wirklich in Ordnung. Und wenn ihr das Ding mit 1,6, 1,7 betreiben wollt, dann ist das out of the box absolut kein Problem. Bedeutet, die Gearbox wird das definitiv mitmachen. Dann natürlich auch eine weitere Besonderheit, natürlich beidseitiger Feuerwahlhebel, bedeutet, ihr habt auch hier die Aufnahme für das Zahnradsystem drin. Auch das ist natürlich einmal zu beachten, aber eben aufgrund dieses Mikrotaster-Systems auf der gegenüberliegenden Seite wieder ganz speziell mit der Sicherung. Bedeutet, ihr seht auch hier die Selector Plate, keine Standard V2 Selector Plate, sondern ganz speziell eben mit dieser Sicherung hier unten drin. Bedeutet, wenn ihr das Ding in die Sicherung reinfahrt, habt ihr nicht wie üblich hier vorne euren Safety Lever drin sitzen, der im inneren Bereich hochfährt, sondern ihr habt hier unten einfach so einen Sicherungsschieber quasi drin, der den Abzug blockiert und dementsprechend auch hier zu nichts anderem kompatibel. Was ich dann im inneren Bereich wieder sehr schön finde und was heutzutage eigentlich jeder Hersteller drin haben sollte, das ist so ein bisschen das Kabelmanagement. Bedeutet, ihr seht hier unten auch wieder so ein kleiner Cut drin, damit ihr später die Kabel hier schön da unten reinziehen könnt in diese Aussparung und dementsprechend die Kabel nicht irgendwie im Weg sind, wenn ihr euren Motor rein oder raus baut. Wie gesagt, hier von der Kabelführung wirklich tipptopp, da können wir nicht meckern. So, und wenn wir jetzt gerade schon so ein bisschen enttäuscht sind wegen fehlenden EFCS und Kompatibilität, lasst uns doch direkt gleich mal diese Elektronik jetzt durchsprechen, die hier drin verbaut ist. Wie gesagt, leider sehr stark in die Jahre gekommen. Da dachte ich eigentlich nicht, dass jemand sowas heutzutage nochmal verbaut. Bedeutet, ihr habt weiterhin diesen fetten Mikrotaster vorne drin, aber das natürlich gerade für Einsteiger nicht zu vergleichen mit Mikrotastern auf einer Platine drauf. Bedeutet, es ist nichts anderes wie ein ganz normaler Schalter. Also nicht vergleichen mit einem Mikrotaster irgendwie bei einem EFCS-System. So, dann habt ihr hier einfach eure Steuerleitungen von dem Taster. Bedeutet, habt ihr natürlich auch das Ganze über ein MOSFET laufen. Sitzt übrigens hier hinten einmal drauf. Ich habe einen Schrumpfschlauch runtergezogen. Bedeutet, ja, es ist ein MOSFET, ist letztendlich mit an Bord. Auch Akkuüberwachung müsste rein theoretisch mit an Bord sein. Denn wenn ihr hier mal herschaut, da habt ihr sogar so einen kleinen Switch, wo ihr einmal auf On und auf Off schalten könnt. Und das müsste rein theoretisch die Akkuüberwachung sein. Daher ich keinen blassen Dunst habe, was da jetzt alles da drauf ist auf der Platine, kann ich es euch nicht 100% sagen. Ich wüsste aber nicht, was das hier sonst sein soll. Wie gesagt, hier einmal Off, einmal On. Und standardmäßig stand es eben auf On. Dementsprechend gehe ich davon aus, ganz normales MOSFET, bedeutet, ihr könnt 11,1 Volt verwenden und eventuell eine Akkuüberwachung ebenfalls mit an Bord. Was aber natürlich nicht mit an Bord ist und was natürlich fehlt, ist die gesamte Zyklenüberwachung. Bedeutet, ihr könnt sehr, sehr schnell triggern und wenn ihr den Trigger loslasst und den Abzug, dann bleibt das System einfach instant stehen und es wird einfach kein sauberer Schusszyklus einmal komplett durchfahren. Natürlich dann das Ganze auch ohne Aktivbremse. Bedeutet, wenn ihr einen 11.1er ranpackt, dann wird euch der Piston aufgrund der Drehzahl, wird euch der Piston und das ganze System bereits auf 60% vorgespannt, da eben keine Aktivbremse drin verbaut ist. Also hier, wie gesagt, Elektronik leider stark veraltet, doch in die Jahre gekommen und werde ich heute auch leider einen Kritikpunkt dafür geben müssen. Beziehungsweise, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich meine, es ist ja zumindest schon mal schön, dass ein MOSFET mit dabei ist. Aber wenn man das Ganze sich mal anschaut, auch die fehlende Kompatibilität, ich persönlich finde das leider heutzutage ein bisschen kritisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade wenn man sich einfach moderne Systeme anschaut, jeder Hersteller fängt langsam an, EFCS-Systeme einzubauen, ETUs einzubauen und das Zeug funktioniert einfach. Warum geht man hier auf so ein altes System? Also wie gesagt, Elektronik leider stark veraltet und dann natürlich auch der Abzug. Wie gesagt, auch nicht kompatibel jetzt irgendwie zu irgendwelchen Max-Triggern oder Speed-Triggern, denn ihr habt da letztendlich nur den Abzug drin sitzen, der sehr speziell ist. Bedeutet, seht ihr hier oben, das ist euer Abzug, seht ihr schon vom Aufbau her, nicht kompatibel zu Standardabzügen. Und hier oben habt ihr dann letztendlich diese Federung, die dann einmal aushakt über einen Cut-Off-Lever. Auch sowas findet man heutzutage eigentlich in modernen Gearboxen nicht mehr vor. Bedeutet, der Abzug sitzt hier drin und dann ihr nehmt ein schönes Klicken wahr. Das ist wirklich das Einzige, was ich positiv zu diesem System berichten kann. Bedeutet, der Abzug oder der Druckpunkt ist wirklich sehr schön, aber mehr halt auch leider nicht.
Und was man natürlich auch dazu sagen muss, daher hier eben keine Zyklenüberwachung mit an Bord ist und ihr triggert sehr, sehr schnell und der Akku wird vielleicht ein bisschen leer oder verliert einfach kurzzeitig ein bisschen Spannung, dann kann es sogar passieren, dass ihr mit diesem System in einen Gearbox-Jam reinfahrt. Und das ist bei anderen modernen Systemen eigentlich schon seit 4, 5 Jahren leider nicht mehr der Fall. Hier könnt ihr immer noch einen Gearbox-Jam herausfordern sozusagen. Bedeutet Gearbox Jam, ich erkläre es euch mal ganz kurz, ihr habt hier unten, gerade für Einsteiger vielleicht oder neue Zuschauer, ihr habt hier unten am Sektorgear diesen Steuernocken da dran. Und dieser Steuernocken drückt dann nach dem Zyklus gegen den Cut-Off-Lever. Bedeutet, er wird nach oben bewegt und hakt sozusagen den Abzug von diesem Taster einmal aus. So, und jetzt passt auf, wenn ihr in der falschen Stellung den Abzug loslasst, was euch passieren kann, wenn ihr einfach sehr, sehr schnell triggert, dann seid ihr genau an der Position, wo der Cut-Off-Lever quasi hochgedrückt wird. Seht ihr? Zum Beispiel, wenn jetzt in diesem Zustand hier, wenn das System in diesem Zustand hier stehen bleiben würde, dann könnt ihr so viel triggern, wie ihr letztendlich wollt. Ihr könnt diesen Mikrotaster nicht mehr betätigen. Ihr müsst also sozusagen den Gearbox Jam einmal lösen. Dazu müsst ihr in Anti-Reversal entweder entspannen, damit sich das System entspannt, oder ihr müsst die ganzen Gears ein kleines bisschen weiter hebeln, so weit, bis einfach der Cut-Off-Lever wieder runterfährt. Und erst dann könnt ihr über den Abzug den Mikrotaster wieder betätigen. Also wie gesagt, sowas heutzutage noch im Jahr 2023, bisschen mehr, würde ich sagen, wa? Die Gears sind dann wieder Standard, wie man es von sehr vielen China-Herstellern einmal kennt. Bedeutet auch hier nichts Besonderes und genauso wie bei anderen Arcturus-Kniften nur eben das alte Gearset. Bedeutet ganz normal gesintert, Untersetzung Standard 18:1, volles 16 Zahn Sektorgear. Hier vielleicht eine kleine Besonderheit, dass wir zumindest schon mal einen Delayer oben drauf haben. Bedeutet, die Tablet Plate wird noch etwas länger hinten gehalten, damit das Feeding ein bisschen schöner wird. Und jetzt hier aber, worüber wir ebenfalls sprechen können, ist eben das Bevel Gear. Und da seht ihr, dass das Bevel Gear letztendlich nur 4 Positionen für den Anti-Reversal hat. Bedeutet hier 1, 2, 3, 4. Hätte Arcturus jetzt hier ein Gearset reingebaut, für mich aus mit 6 oder 8 Arretierungen, dann wäre das System eben auch nicht mit schwachen Akkus Jam-anfällig gewesen. Bedeutet, je mehr so Positionen vorhanden sind, desto schwieriger bringt man die Waffe eigentlich zum Jammen, wenn man schon so ein veraltetes System hat. Bei modernen Systemen mit dem EFCS drin ist es ziemlich wurscht, ob ihr da 4, 3, 2 oder 6 habt. Das ist einfach, ist egal. Und wie gesagt, hier wäre es vielleicht ein bisschen besser gewesen, ein kleines bisschen mehr Positionen für den Anti-Reversal Ledge zu haben. Ist aber nicht der Fall. Ansonsten, wie gesagt, Standard-Gearset und wie gerade schon angesprochen ist, haben wir hier das alte. Bedeutet, es Spur-Gear ist im unteren Bereich nicht wie bei den neueren Generationen einmal angesenkt. Das konntet ihr jetzt vielleicht gerade schon bei der Lower oder bei der Gearbox schon sehen. Bedeutet, auch hier ist letztendlich die Lagerung bzw. die Stahllaufbuchse oder das Gleitlager plan in der Gearbox drin. Bei der neuen Generation von Arcturus Gearboxen, habe ich euch am Review damals erzählt, sitzt eben diese Buchse hier oder dieses Gleitlager 0,5 bis 0,6 mm etwas höher und dadurch bekommt man keine Standard-Gears rein. Ja, da wird es jetzt auch bald so ein Silverline Gearset geben, speziell für Arcturus, für die Gearboxen. Aber hierauf muss man eben bei dem alten System keine Rücksicht nehmen. Bedeutet, diese Gearbox wiederum ist auch zu allen Standard-Gears, auch mit 13:1 zum Beispiel, problemlos kompatibel. Von der Haltbarkeit her, wie gesagt, es sind die ganz normalen Standard-Gears, wie man es einfach kennt. Ich gehe auch davon aus, dass die gleichen Gears auch bei E und C drin sind, bei King Arms drin sind und whatever. Also sehr viele Hersteller verwenden einfach 1:1 die gleichen Gears. Und dementsprechend, ja, spielt das Ding mit 1,5, spielt das Ding mit 1,6, keine Probleme. Wenn das herausfordert und höher geht, 1,8 bis 2 Joule, dann müsst ihr halt damit rechnen, dass irgendwann mal ein neues Gearset nötig sein wird. Wie gesagt, da wird sich mal ein Zahn verabschieden. Das ist aber ganz normal. Aber wie gesagt, hier kann man definitiv nichts schimpfen. Ist halt letztendlich Standard, wie man es kennt.
Bei der Lagerung und auch beim Shimming können wir überhaupt nicht meckern. Das hat Arcturus wieder sauber umgesetzt. Ist eine Mischkombination. Bedeutet, wir haben 8 mm Gleitlager letztendlich am Sektor und am Spurgear. Das jeweils auch immer auf beiden Seiten und auch unten am Bevel Gear auf beiden Seiten. Aber hier verwenden sie wieder Kugellager. Bedeutet genauso wie bei der aktuellen Generation einfach. Das ist eine schöne Hybridkombination. Kann man definitiv nicht schimpfen. Natürlich, man hätte jetzt vielleicht hergehen können und hätte vielleicht am Spurgear oben nochmal ein Kugellager verwenden können. Aber das ist, ja, das reißt jetzt nicht raus. Also hier muss ich sagen, das ist vollkommen in Ordnung. Und auch das Shimming hat Arcturus wirklich sauber umgesetzt. Bedeutet, ihr habt wirklich nur am Bevel Gear ein kleines bisschen Luft. Gut, Luft habt ihr natürlich überall drin. Aber das Bevel Gear lässt sich um ca. 0,3 mm ein kleines bisschen hochdrücken. Aber das habe ich euch bei den letzten Reviews auch schon angesprochen. Das ist jetzt nicht so wild, denn letztendlich, wenn das Pinion vom Motor reingreift über den Winkel vom Kegelrad, wird das so oder so immer nach oben gedrückt. Also ob das Bevel Gear jetzt zu 100% sauber eingeschimmt ist, sei mal dahingestellt. Aber der Motor muss natürlich dazu passen, weil sonst kreischt das Ding wie Hölle. Aber der Rest ist wirklich super eingeschimmt. Wie gesagt, auch hier wenn man da mal richtig schön drauf presst, Sektor Gear, vielleicht noch 0,05 mm Luft, läuft natürlich tadellos und letztendlich auch das Spurgear genauso gut eingeschimmt. Also hier würde ich nicht mal hergehen und würde irgendwas nachschimmen. Das hat Arcturus einfach sauber umgesetzt. Dann können wir auch gleich weitermachen mit dem Pisten und diese ist exakt identisch wie bei der aktuellen Generation, bedeutet sehr guter PA-Pisten, Polyamid-Kunststoff, sehr haltbar und das Ganze im unteren Bereich mit 15 Stahlzähnen. Bedeutet, man kann auch mit diesen Pisten noch den AOE ein klein wenig korrigieren, denn der vorletzte Zahn hier hinten, der fehlt einfach vollständig. Wie gesagt, der Pisten ist super und hält auch bei der aktuellen Generation problemlos eine 140er Feder stand. Nur ein kleines bisschen schade jetzt bei der HK416 im Vergleich zu den etwas neueren oder moderneren Versionen von Arcturus. Hier der Pistenhead leider nur aus Kunststoff und nicht aus Aluminium. Und wie gesagt, hier aus Kunststoff bedeutet, wenn ihr es einfach von der Energie übertreibt, könnte es passieren, dass euch der irgendwann mal platzt oder wegbricht. Und wie gesagt, ein bisschen schade, aus Alu wäre natürlich ein kleines bisschen besser gewesen, belastet aber natürlich die Gearbox ein kleines bisschen mehr, wie wenn das Ding jetzt aus Plaste ist. Erfreulicherweise im inneren Bereich ein Axiallager, vorne am Pistenhead innen drin verbaut. Gesamtes Zylinderset ist dann exakt 1:1 identisch wie bei der aktuellen Generation, bedeutet auch wieder Edelstahlzylinder drin verbaut, aber leider halt wieder nur ein Typ, was ist denn das? Keine Ahnung, Typ D oder sowas, bedeutet sehr starke Volumenreduzierung und dementsprechend kommen wir mit dem 280 mm Lauf bei 6,03 mm Innendurchmesser auf ein Verhältnis von 1,85:1. Bedeutet für euch letztendlich, dass ihr mit der Energie, je schwerer ihr geht von den Kugeln, desto stärker werdet ihr mit der Energie abfallen. Wollt ihr dies nicht haben, dann müsst ihr eben einen Zylinder reinmachen mit mehr Volumen, beziehungsweise einen ohne Volumenreduzierung. Daher wir hier aber 280 mm nur haben, würde ich jetzt nicht gleich direkt hergehen und würde hier einen Type F reinmachen oder komplett geschlossenen. Vielleicht mal irgendwie so ein Typ, keine Ahnung, D oder, keine Ahnung, E ist es, glaube ich. Oder halt einen, wo die Volumenreduzierung ein bisschen weiter hinten ist, damit ihr so ungefähr auf 2 oder 2,1:1 kommt. Oder 2,1:1, 2,2:1. Und dann sind die meisten Grammaturen im Regelfall möglich. Und wie gesagt, hier auch wieder von Arcturus das Volumen ein bisschen knapp bemessen, muss man sagen. So, der Zylinderhead ist in Ordnung. Wie gesagt, hier leider auch nur aus Kunststoff, ist aber kein ABS, sondern ebenfalls PA-Kunststoff oder Polyamid-Kunststoff. Nur das Sorbo-Pad habe ich euch das letzte Mal auch in einem anderen Review angesprochen. Das könnte ein kleines bisschen weicher sein. Bedeutet, ob sie da jetzt einen Gummi verwenden oder gleich Bleistift genommen hätten, das ist relativ wurscht, denn das Sorbo ist einfach sehr, sehr hart. Wenn ihr den AOE einstellen wollt, dann würde ich einen Zylinderhead verbauen mit einem großen Sorbo-Pad, damit die Energie noch ein kleines bisschen rausgepuffert wird einfach. Und wie gesagt, hier, es ist in Ordnung. Es ist zwar nur ein O-Ring drauf für die Abdichtung, aber der Sitz von Arcturus von der Passgenauigkeit einfach nur hervorragend. Bedeutet auch, wenn ihr hier mal herschaut, diese Kunststofffläche, allein diese Kunststofffläche sitzt von der Passgenauigkeit schon wirklich
tadellos. Bedeutet, diese reibt schon ein kleines bisschen an der Zylinderwandung und wenn dann gleichzeitig der O-Ring noch kommt, dann dichtet das Zeug wirklich hervorragend ab. Im Allgemeinen, ihr habt, müssen wir vielleicht auch positiv definitiv ansprechen, ihr habt es vielleicht vorhin im Chrono gesehen, im Allgemeinen dichtet das System wirklich gut ab. Also ja, sehr, sehr konstant von der Energieabgabe, keine großen Ausreißer drin oder sowas. Also dementsprechend, auch hier sieht man wieder, ob das Zeug jetzt erstmal aus Plastik ist oder aus Aluminium oder so oder CNC gefräst ist, das spielt jetzt rein von der Abdichtung erstmal keine große Rolle. Bedeutet hier wirklich zwar Kunststoff, aber die Abdichtung von den Komponenten wirklich spitze. Wie gesagt, wenn wir dann zum Thema Alu-Komponenten gehen, dann sprechen wir eben über Haltbarkeit, wie langlebig ist das ganze Zeug. Aber wie gesagt, hier out of the box Abdichtung, auch hier zum Pistenhead übrigens, dichtet natürlich hervorragend ab. Ne? Habt ihr vorhin, wie gesagt, im Chrono schon gesehen, absolut tolle Kompression, sobald eben diese Volumenreduzierung vom Zylinder vorbei ist. Also da können wir nicht meckern. Die Nozzle ist dann auch wieder Standard Arcturus Nozzle aus Kunststoff, aber das Ganze mit einem O-Ring innen drin und dieser O-Ring passt ebenfalls sehr gut zu dem Edelstahlstutzen hier. Bedeutet auch die Nozzle dichtet euch einfach sauber ab und läuft tadellos. Länge ist hier übrigens Standard 21,2 mm. Gut, Leute, dann fehlt eigentlich rein von den Internals nur noch der Spring Guide. Das ist der Standard Arcturus Spring Guide QD-System bzw. Feder-Schnellwechselsystem, vorhin schon gesehen. Einwandpfiffig können wir überhaupt nicht beschweren, aus Edelstahl gefertigt das Ganze und ebenfalls im hinteren Bereich mit einem Axiallager. Wie gesagt, super Spring Guide und wird natürlich hinten nochmal über diese große Schraube einmal gesichert, damit er nicht wegklappen kann und wie vorhin vielleicht auch schon gesehen, könnt ihr eben auch diese Schraube nehmen, um dann später den Spring Guide eben hinten drin lösen zu können. Wie gesagt, das arretiert hier hinten direkt in dem Schlitz drin und ihr braucht entsprechend eigentlich kein Werkzeug dafür. Die Standardfeder ist eine lineare M110. Circa M110, ich gehe zumindest davon aus, dementsprechend 1,4, 1,5 Joule und ihr könnt eben maximal, oder ich würde mit den Standard-Internals maximal vielleicht eine M120 versuchen, so 1,6, 1,7 und dann ist aber wirklich der Motor, ja der Motor an seiner Grenze, muss man sagen. Dementsprechend lasst uns doch ganz kurz über den Motor sprechen. Hier jetzt natürlich kein irgendwie super fancy, super High-Torque-Motor drin, irgendwie mit Neodynmagneten. Nein, das leider nicht, sondern ein ganz normaler ja, Ferrit-Magnetenmotor. Seht ihr hier auch, wenn man hier mal hergeht und den anschuckt, da dreht das Pinion, dreht sogar nach. Also sehr, sehr schwache Magneten drin, keine Neodyms drin und dementsprechend, wie gesagt, kommt der Motor einfach mit, ja, ab einer 120er kommt er wirklich an seine Grenzen. Also auch hier muss man sagen, Motor, ja, wie soll ich sagen, es ist in Ordnung, man bekommt aber heutzutage, wenn man überlegt, bei Specna Arms oder bei den Norwich-Kniften oder bei den Begadi-Kniften, da bekommt man überall in den Modellen heutzutage einen wirklich guten Neodyn-Magnetenmotor mit ordentlich Bums und wenn ihr da eine 140er in die Kniften reinbaut, dann lutschen das die Motoren dennoch weg. Also hier doch, ja, was heißt veraltet? Ein Standardmotor. Sagen wir einfach mal, ein brauchbarer Standardmotor für 1,4 bis 1,5 Joule. Gut, Leute, Gearbox ist soweit schon mal fast fertig montiert, auch im Lower Receiver. Und jetzt lasst uns einfach noch mal ein paar kurze Allgemeininformationen vermitteln, gerade noch mal Thema EFCS, Zyklenzeit, Motorwerte. Denn hier habe ich natürlich auch für euch wieder alles soweit rausgelesen, soweit es mir möglich war. So, Motor, gerade schon angesprochen, ist letztendlich ein Standardmotor drin, Long-Type, keine Neodyn-Magneten, sondern stinknormale Ferritmagneten. Hier haben wir eine Zyklenzeit bei einem vollgeladenen 11,1 Volt Akku, bedeutet bei 12,6 Volt liegen wir im Durchschnitt pro Zyklus bei 75 Millisekunden. Also auch hier seht ihr, ist in Ordnung, aber es gibt bei Weitem schnellere Systeme. Und ja, viele sagen immer, oder einige haben auch schon geschrieben, ja Reaper, diese 10 Millisekunden oder 20 Millisekunden hin oder her, das merkt doch der Mensch gar nicht von der Reaktionszeit. Nein, Leute, ihr merkt es, ob ihr jetzt einen Abzug zieht von der Knifte mit 40 Millisekunden Zyklenzeit oder 80 Millisekunden, das merkt ihr einfach. Das ist einfach vom Gefühl her, vom Abzugsverhalten, merkt ihr einfach diese Zyklenzeit. Also hier, wie gesagt, Standard 75 Millisekunden. Der Verbrauch ist auch ein kleines bisschen höher, muss ich sagen, mit 0,5 Milliampere pro Zyklus. Bedeutet, auch hier könnt ihr euch jetzt umrechnen, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Akku verwendet mit 1400 oder 1500 Milliampere Stunden, da könnt ihr so circa,
keine Ahnung, vielleicht 1000 Milliampere oder so rausziehen, bevor er leer wird. Jetzt könnt ihr euch ausrechnen bei einem Verbrauch von 0,5, wie viel Schuss bekommt ihr letztendlich raus. Und ja, natürlich, je schneller ihr triggert, je wärmer der Motor wird, desto mehr Milliampere-Stunden verbraucht der Motor pro Schusszyklus. Aber wie gesagt, 0,5 auch im Durchschnitt, würde ich sagen. Aber auch hier gibt es natürlich modernere Systeme, gerade diese 19K Motoren, zum Beispiel dieser Mamba oder so. Ich glaube, der liegt irgendwo bei 0,3 oder sowas. Also auch hier gibt es natürlich von der Effizienz etwas Besseres. So, und die Ströme sind dann wiederum in Ordnung. Natürlich, ich meine, der Motor zieht relativ geringe Ströme. Wo soll es herkommen? Dementsprechend hier 53 Ampere im Peak und gerade mal 28 Ampere für den Zyklus. Also hier von den Strömen in Ordnung. Bedeutet auch, wenn ihr ein bisschen schneller triggert oder nicht die besten LiPo-Akkus verwendet, ist das vollkommen in Ordnung. Ihr überlastet einfach den Akku entsprechend nicht. So, dann nochmal eine kurze Ergänzung. Ich habe es euch vorhin schon gezeigt, dass ihr dieses MOSFET hier hinten mit der Platine dran, da habt ihr ja diesen kleinen Mini-Taster da, habt ihr vorhin vielleicht schon gesehen. Und da habe ich jetzt auch nochmal getestet und es ist wirklich die Akkuüberwachung. Bedeutet, ich habe meinen 11.1er vorhin nochmal ein bisschen durchgetriggert und auf einmal abgezogen, piep, 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 hat es auf einmal gemacht. Bedeutet, der Akku war wirklich leer und das System hat aufgehört zu schießen. Erst, wenn ich hier diesen kleinen Taster dann auf Off geschalten habe hier hinten, erst dann konnte ich wieder weiter triggern. Habe ich dann natürlich nicht gemacht, denn der Akku war dann pro Zelle bloß noch bei 3,1 Volt. Bedeutet, hiermit schon mal bestätigt und getestet, Akkuüberwachung hier hinten auf On aktiviert und funktioniert tadellos. Bedeutet, das System hört automatisch auf zum Schießen, finde ich schon mal klasse. So, und abschließend lasst uns eben nochmal den Punkt ansprechen, gerade für Einsteiger mit dieser Jam-Anfälligkeit und warum heutzutage eigentlich so ein EFCS oder eine ETU mit Zyklenüberwachung eigentlich ein Must-Have ist. So, bedeutet, wir schauen uns jetzt das System mal von der Seite an, denn hier könnt ihr schön reinschauen, da seht ihr nämlich durch die Ports bzw. durch die Volumenreduzierung, könnt ihr hier innen drin den Piston sehen. So, und jetzt testen wir das Ganze mal mit einem vollgeladenen 7,4 Volt Akku. Bedeutet hier ein relativ schwacher Akku und dementsprechend wird natürlich auch das System deutlich langsamer. So, Akku ist angesteckt, dann schalten wir jetzt mal um auf Semi, vorne ein kleines bisschen leicht zuheben. So, merkt ihr das? So, wenn der in der Sekunde 2 Schüsse abgibt oder sowas, dann ist das auch in Ordnung. Man hört aber halt auch das ganze System, wie es langsam aufgezogen wird. Und gerade bei Systemen mit einem EFCS drin, da könnt ihr halt richtig schön fein triggern, ist hier eben auch aufgrund des Abzugs nicht der Fall. So, und jetzt kommen wir eben zu dem Punkt Zyklenüberwachung. So, und das zeige ich euch am besten mit dem 11.1er, weil wenn das Ding jetzt gleich jammt, dann muss ich es nämlich aufschrauben, da habe ich keine Lust dazu. Also stecken wir mal den 7.4er erstmal ab und machen einen 11.1er ran. Und da werdet ihr jetzt natürlich merken, mit einem 11,1 Volt Akku, was ihr problemlos verwenden könnt, finde ich schon mal gut, aufgrund des MOSFETs, so könnt ihr natürlich deutlich schneller triggern. So, funktioniert tadellos, gibt es überhaupt nichts zu maulen. Klangbild vorhin schon angesprochen, das Shimming ist zwar super, können wir gar nicht maulen, die Gears haben aber ein gewisses Eigenkreischen, auch die Motoreinstellung passt hier nicht zu 100% out of the box. Würde ich aber sagen, daher viele andere SAEGs auch kreischen, wenn man nicht selber rangeht und das Ganze optimiert, würde ich sagen, ist es noch in Ordnung. So, und jetzt versuche ich euch das mit der Zyklenüberwachung zu rekonstruieren. Bedeutet, jetzt ist der Akku natürlich voll geladen mit 12,6 Volt. Jetzt läuft das System richtig anständig, richtig schnell. Ihr könnt schön schnell triggern. Wenn aber jetzt der Akku leerer wird und entsprechend an Spannung verliert, wird natürlich das System langsamer. Und wenn ihr dann zu schnell triggert, und dann kann es passieren, dass einfach das System stehen bleibt. Ich versuche es euch mal irgendwie zu rekonstruieren. So, jetzt da. Seht ihr? Wenn ihr schnell triggert, jetzt ist der Piston komplett aufgezogen, bedeutet, er hängt hier hinten drin. Die Feder ist voll komprimiert, aber der Schuss hat sich nicht gelöst. Bedeutet, ihr müsst jetzt ein zweites Mal schießen, damit sich das System wieder löst. So, ich glaube, ich zeige euch das jetzt einfach mal nochmal mit dem 7.4er, dann kann man es vielleicht ein bisschen besser erkennen.
So, passt auf. Vielleicht habt ihr das. So, jetzt passt auf. So, habt ihr gesehen? Bedeutet, das System bleibt einfach, oder je schneller ihr triggert und je schwächer der Akku wird, desto öfters bleibt das System auf dem ganzen Zyklus einfach stehen und hängen. Und das ist einfach mit einem EFCS mit Zyklenüberwachung nicht der Fall. Bedeutet, bei diesen ganzen modernen elektronischen Systemen, da zieht ihr einfach einmal einen Abzug und das System läuft einfach so lange einmal durch, bis der Zyklus wirklich zu 100% abgeschlossen ist. Und das ist jetzt hier eben nicht der Fall. Und gleichzeitig jetzt auch perfekt getroffen, denn jetzt haben wir natürlich einen wunderbaren Gearbox-Jam. Wie vorhin schon angesprochen, wenn eben der Akku schwächer wird und ihr triggert einfach sehr, sehr schnell, kann es passieren, dass das Ding einfach in den Gearbox-Jam reinfällt. Und ich finde es halt einfach irgendwo krass, im Jahr 2023 über das Thema Gearbox-Jam noch zu sprechen. Finde ich also ein kleines bisschen schade. Bedeutet, man muss jetzt hergehen, ich werde jetzt den Pistolengriff wegmachen, werde den Motor rausmachen und muss diesen Gearbox-Jam einmal lösen. Denn andernfalls ist die Waffe so nicht mehr funktionsfähig. Also Leute, lasst uns noch kurz Lauf- und Hop-Up-System durchsprechen. Und warum nur kurz? Da gibt es nichts zu maulen. Das Zeug funktioniert out of the box wirklich gut und wird heute sogar einen Pluspunkt geben. Fangen wir aber hier zunächst mal beim Lauf an. Und hier seht ihr bereits, dass hier leider wieder ein bisschen gespart wurde. Denn bei den neueren Arcturus-Kniften oder bei vielen Arcturus-Kniften ist eigentlich immer ein Stahllauf drin verbaut. 6,01 mm Innendurchmesser. Hier leider nicht. Bedeutet, hier haben wir einen ganz normalen Messinglauf drin verbaut. 280 mm Standard AEG, 603 mm Innendurchmesser. Bedeutet hier im Vergleich zu anderen Arcturus-Kniften ein kleines bisschen am Material gespart. Bedeutet jetzt erstmal nichts Schlechtes, der ist auch nicht schlechter irgendwie von der Performance, vom Schussbild. Ihr müsst halt nur beim Reinigen ein bisschen aufpassen und er verschleißt euch einfach ein kleines bisschen schneller, da eben Messing. Bedeutet, wenn das Ding irgendwann mal durch ist und ihr seht innen drin irgendwie Kratzer, die ihr nicht mehr rauspoliert bekommt, nicht mehr sauber bekommt, dann ist halt einfach der Messinglauf durch. Bei anderen Arcturus-Kniften, auch bei den etwas neueren mit EFCS und sowas, da hat man für 80 € weniger, hat man sogar einen Stahllauf drin. Also hier Lauf, naja, er funktioniert auf jeden Fall. So, Hop-Up-Kammer ist dann gleich geblieben wie bei den anderen Arcturus M4 oder A15 Kniften auch. Bedeutet PA Hop-Up-Kammer, Polyamid-Kunststoff das Ganze im Rotary und die funktioniert einfach wunderbar. Lässt sich von außen sauber einstellen, hat ordentlich Widerstand drauf, läuft also nicht zu leichtgängig oder so, verstellt sich nicht unabsichtlich. Das passt wirklich klasse. So, und dann eben eine Besonderheit heute, denn hier haben wir einen Nachbau oder eine Kopie vom Maple Leaf Super Macaron drin verbaut. Bedeutet ein 60 Short Bucking müsste das Ganze sein und die Patchfläche exakt 1:1 genauso wie bei Maple Leaf. Nur das Ganze eben ohne diese Dichtrillen außenrum. Aber wie gesagt, von der Patchfläche, wartet mal, so müsst ihr das einigermaßen sehen können. Von der Patchfläche 1:1 exakt genauso, auch die Stützen 1:1 genauso und dementsprechend auch die Performance out of the box ist wirklich klasse. Bedeutet, hier ist aber auch kein Unterschied eben mehr, ob ihr jetzt eine Knifte mit so einem Begadi Fly 5 zum Beispiel habt, die sind ja auch so ähnlich aufgebaut vom Patch her, von den Stützen, oder ob ihr eine Knifte mit einem Maple Leaf Macaron oder Super Macaron habt. Diese ganzen Buckings funktionieren einfach super und dementsprechend auch hier bis 0,32 Gramm wirklich perfekt gewesen. Bei 0,36 Gramm langt dann der Tensioner leider nicht mehr aus. Im Allgemeinen ist die Kombination mit diesem Tensioner nicht ganz perfekt. Bedeutet, ihr braucht jetzt gerade eben im Vergleich zu den Begadi-Systemen, braucht ihr einfach hier ein bisschen mehr Druck mit diesem Tensioner im Vergleich zu diesen langen, abgerundeten 5 mm Tensioner. Aber wie gesagt, wenn ihr 0,3 spielen wollt, 0,32 super, ist in Ordnung, funktioniert. Ihr braucht da ein bisschen viel Druck dafür, aber funktionieren tut's. Und wenn ihr einfach noch ein kleines bisschen optimieren wollt, um einfach bei viel Hop weniger Energie zu verlieren, dann schmeißt ihr einfach das kleine Nupsi-Ding da raus und macht euch einen 5 mm großen Tensioner da oben rein. Wie gesagt, so ein Begadi oder so ein Maple Leaf Omega, obwohl beim Omega müsst ihr gucken, ob das von der Höhe her hinhaut, sollte aber hinhauen.
und dann funktioniert es tadellos. Ihr braucht also hier nicht hergehen, müsst jetzt hier nicht großartig rumtesten, rummachen mit Hop-Up-Kammer und Pipapo. Vielleicht ein anderer Tensioner rein, fertig, dann hat sich die Sache erledigt. So Leute, dann noch eine kleine Ergänzung. Mir ist es gerade beim Zusammenbauen von dem System, ist mir der Mikrotaster aufgegangen. Bedeutet, diese Hälften oder dieses Gehäuse ist nur zusammengesteckt. Und als ich das Ganze dann draufgesteckt habe, dann war es ein bisschen schräg, dann wollte ich es wieder ausrichten. Und auf einmal hatte ich das Gehäuse in der Hand und das ganze Zeug da innen drin ist alles rausgeflogen. Hat mich jetzt eine halbe Stunde Nerven gekostet, um das alles wieder zusammenzubauen. Habe auch auf Google mal geguckt, wie das Ganze überhaupt zusammengebaut gehört. Bedeutet, sollte das bei euch auch mal alles rausfliegen und ihr wisst nicht mehr, wie das zusammengebaut gehört, schaut mal hier, das ist wirklich sehr, sehr fummelig, gerade diese kleine Blattfeder hier vorne wieder einzuhaken bei diesem Hebel da letztendlich. Also sehr, sehr wurstig. Hier könnt ihr letztendlich das Video hernehmen und das Ganze als Anhaltspunkt verwenden, wenn ihr hier mal Probleme haben solltet. Gut Leute, das soll es für heute gewesen sein. Review zur modernisierten oder aktuellen Generation HK416A5 aus dem Hause Arcturus. Wie ganz am Anfang schon gesagt, das Modell an sich kennen wir bereits, war damals ohne Lizenz als GR16 Mod 5 im Umlauf und gab es damals für 370 €. Jetzt bei dem Lizenzmodell hat sich von der technischen Seite ein kleines bisschen was verändert und natürlich auch von den Internals, gerade Hop-Up-System und Elektronik, ein bisschen was verbessert. Also sprechen wir mein persönliches Fazit durch und ordnen wir auch dieses Modell im Vergleich zu anderen auf dem Markt erhältlichen Modelle ein kleines bisschen ein. Fangen wir an, Pluspunkt, und den gebe ich speziell gerade im Vergleich zu einer VFC HK416A5, gebe ich die Verarbeitungsqualität. Wie ganz am Anfang gesagt, da gibt es heutzutage so gut wie keine Unterschiede mehr. Also da müsst ihr mit der Lupe irgendwo Unterschiede feststellen, wo vielleicht hier mal 0,1 Toleranz mehr ist wie bei VFC. Also wie gesagt, hier muss man ganz klar sagen, Verarbeitungsqualität würde ich exakt genauso einstufen wie bei VFC, was die Externals angeht. Und das sind alle mittlerweile ziemlich gleich. Bedeutet, auch wenn ihr so eine E&C, so eine SMR16 euch anschaut, die ist da auch nicht großartig anders. Also dieser Punkt, ja, VFC, super, Externals, ja, es ist da genauso geil umgesetzt. Also Verarbeitungsqualität hat Arcturus einfach gute Arbeit geleistet, sauber umgesetztes Modell, klasse, gebe ich einen Pluspunkt. Der nächste Pluspunkt natürlich 416A5 und dementsprechend auch wie andere moderne AR15 Modelle zum Beispiel natürlich auch beidseitig nutzbar. Gerade wenn ihr Linksschütze seid, ihr habt alle Bedienelemente komplett vom Schützen aus links, wie auch vom Schützen aus auf der rechten Seite. Finde ich klasse, gebe ich einen Pluspunkt. Auch das Federschnellwechselsystem ist jetzt zwar aufgrund des fehlenden EFCS-Systems vielleicht nicht ganz so flexibel wie andere wie andere Modelle, natürlich, aber dennoch es ist ein Federschnellwechselsystem vorhanden. Man kommt unheimlich benutzerfreundlich und schnell ran und ihr könnt das Modell, sage ich mal, spielen von vielleicht 1,2 Minimum bis maximal 1,7, ja 1,7 mit den Original Internals. Also hier auch eine kleine Spanne drin, wo ihr das Modell einfach entsprechend eurem Spielfeld aufgrund des Federschnellwechselsystems anpassen könnt. Hier möchte ich aber noch ein paar Infos ergänzen. Wie gesagt, ich würde mit dem Originalmotor vielleicht nicht höher gehen wie 1,7, müsst ihr aufpassen. Und auch eben nicht so weit runter, da eben keine Zyklenüberwachung drin ist, keine Aktivbremse. Bedeutet, wenn ihr von der Federstärke zu schwach geht und das Ganze mit einem 11.1er Akku kombiniert, dann wird euch das System vermutlich überdrehen. Also hier, wie gesagt, Federschnellwechselsystem finde ich gut, aber halt nicht ganz so flexibel einsetzbar wie bei anderen modernen Systemen mit einem hochwertigen EFCS-System einmal drin. Aber wie gesagt, ein Pluspunkt. Ein ganz großer Pluspunkt heute, Thema Hop-Up-System. Das Ding schießt out of the box wie eine junge Göttin. Nee, Spaß, bisschen übertrieben. Sie schießt einfach sauber und genauso gut wie moderne getunte Kniften, die man einfach kaufen kann. Out of the box, ihr müsst nicht hergehen, müsst jetzt anfangen, Hop-Up-Kammer zu tauschen und Lauf und Bucking und Tensioner. Nein, ihr packt das Ding aus, packt euren Akku rein, stopft dann 0,3 Gramm BBs rein und fertig. Und das Ding schießt einfach sauber. Also gutes Bucking, gute Kombination. Nur wie gesagt, aufgrund des Tensioners halt 0,32 würde ich sagen, ist wirklich Maximum. Ihr braucht sehr viel Druck aufgrund des Tensioners. Ansonsten läuft das Ding wirklich klasse. Also Thema Hop-Up-System, wirklich sauber umgesetzt, gutes Bucking, schießt sauber, ein Pluspunkt.
So Leute, jetzt müssen wir differenzieren oder aufsplitten. Ich gebe zunächst mal einen Pluspunkt auf Thema MOSFET und Akkuüberwachung. Bedeutet ja, ihr habt jetzt zwar kein EFCS drin, aber es ist zumindest schon mal hier hinten ein MOSFET drin. Bedeutet, ihr könnt 11,1 Volt Akkus überhaupt nutzen. Und auch die Akkuüberwachung schaltet automatisch bei 3,2 Volt ab. Finde ich klasse, funktioniert sauber und ist für die meisten Spieler vermutlich ausreichend. Dementsprechend hier MOSFET Akkuüberwachung einen Pluspunkt. So, und der letzte Pluspunkt ist auch eben jetzt nochmal der Punkt Lizenz im Vergleich zu Preis, nenne ich es jetzt einfach mal. Beziehungsweise geht man mal den Pluspunkt nur als Lizenz. Bedeutet, ich finde es jetzt auch wieder gut, dass auch Umarex jetzt hergeht und eben nicht immer nur alles, immer VFC, sondern dass man auch vom Preis her so eine gewisse Staffelung drin hat bei den Modellen. Das finde ich klasse. Bedeutet hier auch natürlich komplettes Lizenzmodell, Original-Markings überall drauf, HK-Logos drauf, neues Magazin eben drin, Gen 3, finde ich klasse. Und man hat jetzt eben auch die Möglichkeit oder die Auswahl sozusagen. Entweder man kauft sich eine günstige Sportsline von Syma aus Kunststoff oder aus Polyamid-Kunststoff. Dann kommt einmal die Arcturus als Vollmetallversion im mittleren Preissegment. Oder eben man kauft sich dann eine VFC, die aber mittlerweile mit, keine Ahnung, was kostet das Ding mittlerweile, 650, 700 Euro leider vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach sehr schlecht ist, muss man sagen. Also ich finde gerade aktuell trifft dieses Arcturus-Modell aufgrund der Inflation, trifft wirklich den Nagel auf den Kopf, passt perfekt rein ins Sortiment. Dementsprechend Lizenzmodell ein Pluspunkt. So, kommen wir zu den Neutralpunkten. Da wäre der erste Neutralpunkt leider aufgrund des MOSFETs und auch der Akkuüberwachung hier hinten relativ viel Platz verschwendet, was uns beim Akku fehlt. Bedeutet, genauso wie bei G&G bekommt ihr hier leider im Vergleich zu anderen Modellen einen deutlich kleineren Akku nur rein, wenn ihr die Schulterstütze etwas weiter vorne spielt. Wenn ihr recht groß seid und schiebt das Ding bis da hinten aus, dann ist es euch wurscht, weil dann passt problemlos 1500 mAh rein. Seid ihr ein bisschen kleiner gewachsen oder spielt ihr jetzt die Schulterstütze auf Position 2 vorne, dann bekommt ihr leider maximal nur 1200 mAh rein. Und das ist ein kleines bisschen wenig. Also Platz für einen Akku aufgrund des MOSFETs leider kleines bisschen limitiert. So, der nächste Neutralpunkt ist ein bisschen das Klangbild. Bedeutet, die Gears sind von Arcturus wirklich super eingeschimmt. Hätte ich wahrscheinlich nicht mal besser machen können, aber das Pinion Gear zum Bevel passt nicht zu 100% und dementsprechend kreischt das Modell leider. Bedeutet, gerade im Vergleich zu anderen Reviews die letzte Zeit, wo wir wirklich schön laufende und leise Systeme hatten, die nicht so stark gekreischt haben, hier jetzt wieder ein Modell, was doch ein kleines bisschen lauter ist und out of the box ein kleines bisschen kreischt. Kann man aber letztendlich auch ignorieren, kommt immer darauf an, wie man es letztendlich sieht. Wie gesagt, man kann es einfach auspacken und spielen. Wer sich ein bisschen auskennt von der technischen Seite, der wird es wahrscheinlich nachschimmen oder vielleicht sogar 13,1er Gears reinmachen. Und wie gesagt, das ist jedem selbst überlassen. Auf jeden Fall ein kleiner Neutralpunkt, Klangbild. So Leute, dann ich habe nochmal einen Neutralpunkt, den sprechen wir aber zum Schluss durch. Machen wir erstmal weiter mit einem Kritikpunkt. Und da müssen wir jetzt differenzieren wieder. Es gibt nur einen Kritikpunkt, den kombiniere ich aber. Bedeutet, erster Kritikpunkt oder Kombination, natürlich kein EFCS drin, keine Zyklenüberwachung drin und auch keine Aktivbremse vorhanden. Heutzutage kleines bisschen schade. Gleichzeitig muss man hier aber natürlich auch ansprechen, dass Arcturus bei der Serie jetzt hier leider ihre alte Gearbox reingebaut haben. Bedeutet, wer mal zurückschaut vor, weiß ich nicht, 3 Monaten oder so oder 4 Monaten, keine Ahnung, haben wir ja bereits ein sehr umfangreiches Review gemacht zu dieser neuen Arcturus AR15 Serie mit EFCS drin und weiß der Geier was alles. Ja, und da bin ich eben drauf eingegangen, da war eine Gearbox drin, V2 von Arcturus, mit einem EFCS drin. Und die war problemlos auch zu Standard V2 EFCS-Systemen kompatibel. Das fand ich mega geil damals. Und dementsprechend bin ich auch auf der IWA davon ausgegangen, dass diese Gearbox jetzt eben auch da drin ist. Ja, ist sie aber nicht. Bedeutet, hier ist die alte Gearbox drin mit diesem alten Switch-System letztendlich, was schon mega in die Jahre gekommen ist. Und man kann jetzt nicht mal hergehen und zum Beispiel ein EFCS nachrüsten. Und das finde ich persönlich schon wieder leider ein bisschen schade. Bedeutet, für die meisten oder für 90% der Spieler oder wer jetzt Einsteiger ist, dem ist das wurscht, der spielt das Ding einfach. Wer jetzt aber schon mehrere Kniften zu Hause hat und einfach sich daran gewöhnt hat,
ein EFCS-System zu spielen, schöner, knackiger Abzug, Zyklenüberwachung, schön spritzig, schnell, der kommt hier bei dem Modell leider an sein Limit, da eben nicht kompatibel und kein EFCS drin verbaut ist. Finde ich leider schade. Hätten sie gerne die Standard V2 oder die neuere Version der V2 einbauen können, dann hätten wir auch problemlos, sage ich mal, ein Gate Aster oder ein Titan oder ist ja wurscht, irgendwas nachrüsten können. Geht aber leider nicht. Also hier für mich persönlich von der technischen Seite leider heutzutage eine große Limitierung. Kein EFCS und auch Gearbox Shell zu keinem EFCS kompatibel. So Leute, und jetzt wie gesagt, jetzt füge ich nochmal einen Neutralpunkt hinzu und das ist das Thema Preis-Leistungs-Verhältnis. So, wie bauen wir das jetzt auf? Wie gerade schon angesprochen, ihr habt jetzt die Möglichkeit, wenn ihr ein HK416A5 Modell mit Originallizenz haben möchtet, dann könnt ihr euch jetzt entweder die Sportsline-Version kaufen aus dem Hause Syma, ist dann aus Polyamid-Kunststoff, ist auch sehr gut, habe ich auch ein Review gemacht. Dann ordnet sich für 500 € ordnet sich dann die Arcturus ein und bei 650 oder 700 kommt die VFC dann ins Spiel. So, hier muss ich sagen, trifft die Arcturus, was die Knifte out of the box betrifft, am besten. Bedeutet, wer am Überlegen ist, jetzt kaufe ich mir jetzt das Modell oder kaufe ich mir eine VFC, dann macht das Ganze nur abhängig davon, ob du ein EFCS-System nachrüsten möchtest, ja oder nein. Ist es dir egal und dir langt das MOSFET und die Akkuüberwachung langt dir aus, dann greifst du definitiv zu diesem Modell. Denn das Ding schießt besser und hält wahrscheinlich auch deutlich länger wie eine VFC. Möchtest du jetzt unbedingt ein EFCS haben und moderne Internals, dann musst du zur VFC-Variante greifen, die schon sehr teuer ist, musst Hop-Up nachrüsten, was hier besser ist, musst ein EFCS nachrüsten, vielleicht noch einen besseren Motor nachrüsten und dann bist du irgendwann bei der VFC halt dann bei 750, 800 €. Wenn es dir das wert ist, okay. Also hier finde ich in dem Bezug, wie gesagt, wenn man kein EFCS braucht, da fährt man einfach mit der Arcturus perfekt, muss man sagen. So, man muss aber gleichzeitig natürlich auch ansprechen, wer sich eben dieses Arcturus Review vor 3 Monaten mal angeschaut hat, 500 € jetzt das Modell und wenn man das jetzt mal vergleicht, für 420 € bekomme ich eine normale AR15 oder eine moderne AR15 aus dem Hause Arcturus. Auch komplett beidseitig nutzbar, Tuning-Hop-Up drin, super High-Torque-Motor drin, EFCS-System drin, alles mögliche, 2 Magazine für 80 € weniger. Also hier muss man auch jetzt wieder ein bisschen differenzieren. Wie gesagt, möchte man ein Modell haben mit Originallizenz und eine 416, dann Arcturus. Wenn man jetzt nicht unbedingt eine 416 haben möchte, dann kann man genauso für 80 € weniger ein deutlich besseres AR15-Modell kaufen. Wie gesagt, ist letztendlich nur eine Entscheidung des Preises, beziehungsweise muss man sich nur Gedanken machen, brauche ich eine Lizenz oder möchte ich ein Lizenzmodell oder ist es mir letztendlich wurscht. Wie gesagt, man bekommt einfach auch für weniger bisschen Besseres von der technischen Seite. Aber wie gesagt, beim Thema Lizenzmodell finde ich, ist das Modell oder trifft das Modell genau den Zahn der Zeit, passt perfekt rein beim Thema Inflation und passt hervorragend einfach zum Sortiment. Also hier gutes Modell, wirklich super Modell, kann man gar nicht maulen, Akku ran, Hopper funktioniert sauber, rausschießen, was geht. Nur eben Thema EFCS finde ich persönlich leider nicht ganz so geil. So Leute, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Habt ihr weitere Fragen? Möchtet ihr etwas zu diesem Review ergänzen? Ihr wisst Bescheid, haut einfach alles unten ins Kommentarfeld rein. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo, Glocke aktivieren und vielleicht eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Ich würde mich natürlich wieder mega drüber freuen. Und wir sehen uns am nächsten Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.